Meine Dreharbeiten beginne ich im Frühling. Endlich kommt wieder Farbe in die Natur. Neben Buschwindröschen und Immergrün fangen auch die Leberblümchen an zu blühen. Sie bieten zwar keinen Nektar an, sind aber ein wichtiger Pollenlieferant für Bienen, Käfer und Schwebefliegen. Besonders spannend, einzelne Exemplare können Jahrzehnte ohne Blüte überdauern und über 350 Jahre alt werden. In einigen der 5%-Wälder kommt es in den ersten Frühlingstagen zu einem regelrechten Massenaufkommen von Märzenbechern. Tausende dieser Frühblüher bedecken hier den Boden. Und das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher und für ein Jahr möchte ich mich auf eine Erkundungstour durch die Natur unserer Heimat und der sogenannten 5%-Wälder machen. In diesem Film wollte ich ganz allgemein der Frage nachgehen, was genau bedeutet das eigentlich 5%-Wälder und wie wild können diese in einem so bevölkerten Land wie Deutschland wirklich sein und was passiert eigentlich in diesen Wäldern jetzt, da dort keine Forstwirtschaft mehr betrieben wird. Welche Arten sind vielleicht Gewinner, welche Arten sind vielleicht Verlierer? Ich möchte mich dem Thema zuerst von einer globalen Ebene aus nähern. In den letzten 3 Jahrhunderten hat unsere Erde mehr als 1/3 ihrer Waldbedeckung verloren. Von den verbleibenden Wäldern sind mehr als 80% aufgrund der menschlichen Nutzung stark degradiert und ökologisch entwertet. Legt man die potenziell natürliche Vegetation Europas zugrunde, könnten naturnahe Laubwälder nach der letzten Eiszeit weite Teile Europas ausgemacht haben, wie hier grün im Bild zu sehen. Buchenwälder könnten so einst ca. 11% des Kontinents bedeckt haben. Nach umfangreicher Analyse und Berechnung der verfügbaren Daten komme ich zu dem Ergebnis, dass Europa bis heute jedoch mehr als 2/3 seiner Buchenwälder verloren hat. So wurden die naturnahen Laubwälder Europas, insbesondere Buchenwälder, welche zu den ursprünglichsten Ökosystemen in Mitteleuropa gehören, überwiegend in Nadelforste umgewandelt. Doch unberührte und intakte Wälder haben eine grundlegende Bedeutung für die Entwicklung der Natur. Hier hat auch Deutschland eine besondere internationale Verantwortung, denn rund 1/4 des weltweiten Verbreitungsareals der Rotbuche befindet sich in Deutschland. Ursprünglich bedeckten Buchenwälder 2/3 der deutschen Landesfläche. Heute sind sie auf weniger als 5% geschrumpft. Um dauerhaft naturnahe alt- und totholzreiche Waldflächen zu schaffen und zu erhalten, beschloss die Thüringer Landesregierung 2018, rund 5% der Thüringer Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. Mit Ausnahme der Verkehrssicherung und dem Forstschutz für angrenzende Wälder ist hier zukünftig die Nutzung und Entnahme von Holz untersagt. In den rund 120 Gebieten, hier rot markiert, sollen sich zukünftig 26.500 Hektar Wald wieder ohne forstliches Eingreifen entwickeln können. Dabei wurde ein großer Teil der Wälder mit sofortiger Wirkung aus der Nutzung genommen. In anderen Gebieten ist für naturschutzfachlich begründete Waldumbaumaßnahmen die forstwirtschaftliche Nutzung noch bis 2029 erlaubt. Bei weiteren Flächen muss erst noch festgelegt werden, bis wann die forstliche Stilllegung erfolgen soll. Und schlussendlich gibt es einige wenige Wälder, in denen aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes dauerhaft Naturschutzpflegemaßnahmen erlaubt bleiben. Für mein Projekt gibt es also einige Gebiete zu erkunden. Bei meinem ersten Besuch in einem dieser 5%-Wälder empfing mich dann gleich dieses gigantische Meer an wirklich fantastisch aussehenden Märzenbechern. Frühblüher sind an die Periodik der sommergrünen Wälder perfekt angepasst. Zum Austreiben nutzen sie die Zeit im Frühjahr, wenn die Bäume noch keine Blätter gebildet haben und so die Lichteinstrahlung und Wärme am Boden noch hoch ist. Kommt es später zum Blattaustrieb der Bäume, wenn der Waldboden schattiger wird,
ziehen die Frühblüher ihre Energie aus ihren Speicherorganen wie Zwiebeln, Knollen und Rhizom im Boden. Nicht nur der Meiße gefällt dieser sonnige Platz zum Brüten. Auch Spechte fühlen sich in den aus der Nutzung genommenen Wäldern offenbar sehr wohl. Sie profitieren von dem hohen Totholzanteil, welcher ihnen Bruthöhlen und Nahrung beschert. Doch auch Fledermäuse und zum Beispiel Eulen profitieren von der hohen Menge an Totholz in der Alters- und Zerfallsphase der Wälder, welche durch die fehlende forstwirtschaftliche Nutzung wieder ermöglicht wird. Eifrig sammelt das Buntspechtweibchen, zu erkennen am schwarzen Hinterkopf, Ameisen von einem Ast ab. Zusammen mit anderer Nahrung füttern sowohl Männchen als auch Weibchen ihre bereits geschlüpften Jungen. Der Schwarzspecht ist mit 46 cm doppelt so lang wie der Buntspecht. Als größter Specht Europas ist er auf Bäume von mindestens 40 cm Durchmesser angewiesen und profitiert so von den 5%-Wäldern. Sein Balzruf ist nur während der Paarungszeit zu hören. Nach dem Winter suchen auch Eichhörnchen in den Wäldern fleißig nach Nahrung. Geschickt klettern und springen sie durch die Bäume. Sie haben ein sehr breites Nahrungsspektrum, welches je nach Jahreszeit variieren kann. Beeren, Nüsse, Früchte, Samen, Knospen, Rinde und Blätter sowie auch wirbellose oder Vogeleier und Jungvögel stehen auf ihrem Speiseplan. Zu meiner Überraschung hat sich ein zweites Tier dazu gesellt. Eigentlich sind Eichhörnchen eher einzelgängerisch, treten in der Paarungszeit aber auch zu zweit auf. Dabei kommt es zu regelrechten Paarungsjagden zwischen Männchen und Weibchen. Auch wenn dieses Eichhörnchen denkt, es hätte sich perfekt vor mir versteckt, möchte ich es nicht weiter stören. Die auch in den 5%-Wäldern vorkommenden schwarzen Eichhörnchen stellen lediglich eine Farbvariante der gleichen Art dar. Sie wurden weder eingeschleppt noch sind sie invasiv. Zu einer Verdrängung der roten durch die schwarzen Eichhörnchen kommt es in Deutschland also nicht. Füchse sind in allen 5%-Wäldern zu finden. Sie nutzen sehr vielfältige Lebensräume und sind in vielerlei Hinsicht sehr anpassungsfähig. Während die Fuchsjagd zum Beispiel in Luxemburg bereits verboten ist, werden in Deutschland nach wie vor jährlich ca. 450.000 Füchse gejagt. Verschiedene Studien belegen allerdings, dass die Fuchsjagd wildbiologisch keinen Sinn macht. Wie bei vielen anderen Tieren auch, regulieren sich Fuchspopulationen aufgrund von Nahrungsverfügbarkeit und Sozialgefüge von selbst. Im Frühling mache ich mich auch auf in meine filmische Vergangenheit. Denn ohne es zu wissen, trete ich für meinen Film Verborgene Schönheit, die Orchideen des Saale-Tals, einige dieser wundervollen Orchideen in einem 5%-Wald. Auf meist flachgründigen und kalkreichen Böden in wärmebegünstigter Lage sind häufig sogenannte Orchideenbuchenwälder zu finden. Das blasse Knabenkraut ist die am frühesten im Jahr blühende Orchidee Deutschlands. 10–33% des weltweiten Vorkommens liegen hier. Eigentlich wird sie hauptsächlich von Hummeln bestäubt. Blütenökologisch ist sie allerdings eine Nektartäuschblume. Sie bietet ihren Bestäubern also keinen Nektar an. Starke Populationsschwankungen sind typisch für die Bestände. Vielfältige Gefährdungsursachen führen in einigen Gebieten zu einem Negativtrend. Dabei kann auch eine zu geringe Bewirtschaftung eine Rolle spielen. Der süßlich nach Zitrone duftende Frauenschuh ist eine Kesselfallenblume. Insekten, welche in die gewölbte Lippe fallen, bestäuben beim Hinausklettern die Blüte. In der Regel beginnt ab Anfang Mai die Blütezeit des Purpurknabenkrauts. Es gehört zu den größten in Deutschland einheimischen Orchideenarten und erreicht dabei Wuchshöhen von 25 bis 80 cm.
Die Blüte des Weißenwaldvögleins ist noch geschlossen und wird sich erst in wenigen Tagen öffnen. Einige Waldorchideen profitieren eher von einer ökologischen Waldbewirtschaftung. Um solche seltenen Arten nicht zu vernachlässigen, bedurfte es im Vorfeld der Ausweisung der 5%-Wälder einer engen fachlichen Abstimmung. Damit sollte eine Zielkonkurrenz zum Beispiel zwischen Arten- und Prozessschutz minimiert werden. Für meine Recherchen habe ich mich mit Vertretern der Politik und Forstwirtschaft, aber auch mit Wissenschaftlern und Artexperten verabredet. Gleich zu Beginn meines Projektes treffe ich eine der Initiatorinnen der 5%-Wälder in Thüringen. Anja Siegesmund ist Thürings Umweltministerin und hat das 5%-Ziel politisch maßgeblich vorangetrieben. Die Idee, Wälder aus der Nutzung zu nehmen, ist eine, die sowohl auf europäischer als auch auf bundesdeutscher Ebene immer wieder diskutiert worden ist. Dort wurden auch Ziele formuliert. Klar ist, wir haben einen sehr großen Bedarf an Holz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite erfüllen unsere Wälder aber eine große Gemeinwohlfunktion. Sie sind unser Klimaschützer schlechthin. Und also das Ergebnis, dass wir jetzt 5% in Thüringen aus der Nutzung nehmen und Urwälder von morgen haben werden, das haben wir gemeinsam erreicht. Wir waren die immer gedrückt haben und ganz klar gesagt haben, wir wollen die 26.500 Hektar und zwar flächenscharf und zwar ganz detailliert und zwar nicht nur punktuell, sondern auf größeren zusammenhängenden Flächen. Ich frage Frau Siegesmund, mit welchen Schwierigkeiten sie bei der Umsetzung des Vorhabens zu kämpfen hatte. Es gab durchaus große Widerstände an ganz unterschiedlicher Stelle anzuerkennen, dass Flächen aus der Nutzung nehmen keine wirtschaftlichen Einbußen bedeutet, sondern ein Mehrwert für uns alle ist, ein Mehrwert für Klimaschutz, für das Land. Das wäre natürlich noch leichter gegangen, wenn der Bund beispielsweise nicht nur das Ziel formuliert hätte, sondern auch eine Bewirtschaftungsprämie bereitgestellt hätte. Also die Idee zu formulieren, und der haben wir uns verpflichtet gefühlt, das ist das eine. Aber die Frage, was heißt das jeweils vor Ort, wer profitiert davon, zum Beispiel der Tourismus, wer muss sich dann dementsprechend einschränken, zum Beispiel die private oder die staatliche Forstwirtschaft, die haben wir hier vor Ort geführt. Auf einer 25.000 Hektar großen nutzungsfreien Waldfläche in Thüringen könnten auf lange Sicht jährlich etwa 62.500 Tonnen Kohlenstoff neu gespeichert werden. Dies entspricht dem jährlichen CO2-Ausstoß von durchschnittlich 5.500 Menschen. Im gesamten Gebiet des Freistaates etabliere ich nach vorher festgelegten Kriterien Untersuchungsstandorte für ein Wildtiermonitoring. Wichtig für mich ist dabei, möglichst große zusammenhängende, störungsarme Gebiete auszuwählen, welche die verschiedenen Regionen Thürings repräsentieren und bereits aus der Nutzung genommen wurden. Weitere Untersuchungsgebiete ergänzen diese Auswahl. Aufgrund der guten Datenlage und großen Medienpräsenz klammere ich den Nationalpark Hainich bewusst aus. Ich wollte mir also die weniger bekannten Waldgebiete anschauen. Abhängig war die Auswahl leider aber auch, muss man so ehrlich sagen, von der Kooperationswilligkeit der zuständigen Behörden. Denn die Bürokratie für dieses Projekt war einfach extrem. Jede einzelne Wildkamera, die ich aufhängen wollte, musste beantragt werden, und das, obwohl ja praktisch jeder Hobbyjäger seine Kameras einfach in den Wald hängt. Wenn ich also Glück habe und die zuständige Behörde tatsächlich auf meine Anträge reagiert, erfolgt dann vor Ort die lokalräumliche Platzierung der Kameras. Dabei gilt es immer, die Lebensraumansprüche der vorher definierten Zielarten zu beachten und nach Anzeichen tierischer Aktivität wie Trittsiegeln oder Fraßspuren Ausschau zu halten. Entscheidend ist auch der größtmögliche Abstand zu möglichen Störungsquellen wie Straßen, Waldwegen oder Siedlungen. Auch die Bildästhetik spielt natürlich eine Rolle. Mit Baldrian beträufel ich entweder einen Lockstock oder eine natürliche Stelle, wie einen Stein oder Ast, um Wildtiere, insbesondere Wildkatzen, anzulocken und genetische Proben zur wissenschaftlichen Auswertung zu sammeln. Für circa ein Jahr zeichne ich nun die Aktivitäten in den Wäldern auf. Wildschweine fühlen sich extrem wohl in den 5%-Wäldern. Das zeigt auch die statistische Auswertung meiner Wildkameraaufnahmen. 1/3 und damit die häufigste Art der im Projekt aufgezeichneten Säugetiere sind Wildschweine. In einigen 5%-Wäldern machen sie sogar 2/3 der aufgezeichneten Säuger aus. Wildschweine leben im Matriarchat. Die Familienrotte wird von einer erfahrenen Barre angeführt.
Die Rotte besteht aus den Frischlingen der Führungsbache, ihren weiteren Nachkommen und weiblichen Jungschweinen aus dem vergangenen Jahr. Hier habe ich das unglaubliche Glück, Frischlinge nur kurz nach der Geburt zu beobachten. Sie kommen meist zwischen März und Mai zur Welt. Männliche Schweine, wie dieser Keiler, leben nur in den ersten Lebensmonaten in der Rotte. Danach ziehen sie im eigenen Verband umher. Ab dem 2. Lebensjahr leben sie dann hauptsächlich einzelgängerisch. Nur von November bis Januar, zur Paarungszeit, schließen sie sich wieder den Mutterfamilien an. Suhlen im Wald gehören zu beliebten Anlaufpunkten für die Wildschweine. Hier finden sie nicht nur eine Wasserquelle zum Trinken, sondern auch den für die Körperhygiene genutzten Schlamm. An Suhlen kann man intensiv das Sozialverhalten der Tiere beobachten. Diese beiden Jungkeiler üben zum Beispiel bereits einmal spielerisch den Männchenkampf. Neben den Suchen nach Nahrung dient der Schlamm im Sommer auch der Wärmeregulation. Zudem kapselt er Hautparasiten ein und ist ein Schutz gegen Mücken. Wahrscheinlich durch den hohen Jagddruck sind Wildschweine auch nachtaktiv. Was ich vor der Recherche zu diesem Film auch nicht wusste: Sogar das Wildschwein wurde in vielen Regionen bis zur Ausrottung bejagt. So war es zum Beispiel Anfang des 17. Jahrhunderts in England, Anfang des 19. Jahrhunderts in Dänemark und auch in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz in weiten Teilen ausgerottet. Auch in Thüringen war bis in die 1940er Jahre kein Wildschwein mehr vorhanden. Ursächlich für diese für die Art zerstörerische Jagdpraxis war die Intensivierung der Landwirtschaft und die durch das Wildschwein verursachten Wildschäden. Weite Teile ihres ursprünglichen Verbreitungsgebietes haben sich die Wildschweine erst im 20. Jahrhundert wieder zurückerobert. Heute gehört das Wildschwein wieder zum zweithäufig bejagtesten Wild in Deutschland. Wildschweine übernehmen im Wald jedoch wichtige Funktionen. So fressen sie nicht nur die Larven von Forstschädlingen, sondern helfen auch, Wühlmausplagen einzudämmen oder verwerten Aas. Insgesamt sind sie aber Allesfresser, die sich auch an Eicheln, Wurzeln, Nüssen und Bucheckern bedienen. Wie eine Studie herausfand, hat das Wühlen nach Nahrung aber noch einen weiteren positiven Nebeneffekt. Verbunden mit dem Aufbrechen des Bodens ist eine Verschiebung des Artenspektrums zu kurzlebigen Arten in diesen Bereichen und damit auch eine Erhöhung der Artenvielfalt. Damit leistet das Wildschwein indirekt einen Beitrag zum botanischen Artenschutz. Besonders spannend fand ich dieses gescheckte Wildschwein, welches so ganz anders als seine Artgenossen aussah. Dabei handelt es sich offenbar um ein selten zu beobachtendes Phänomen, welches auf eine vergangene Kreuzung zwischen Haus- und Wildschwein zurückzuführen ist. Das gefleckte Aussehen auf hellem Grund wird rezessiv vererbt. Betrachtet man die kleinen Frischlinge, welche die Bache im Schlepptau hat, genauer, fällt auf, dass auch eines der Jungen offenbar die besondere Färbung geerbt hat. Auch im Schwarzertal wollte ich verschiedene Kameras installieren. Das Schwarzertal ist ein wirklich wunderschönes Flusstal mit einem noch relativ naturnahen Lebensraum und ja, zahlreichen Steilhangabschnitten, die mich mit meinem fast 20 Kilogramm schweren Rucksack dann doch gut herausgefordert haben. Im Gebiet des Schwarzertals wurde nicht nur Bergbau nach Gold, Silber und Kupfer betrieben, sondern auch die Wälder wurden vielfältig genutzt. An verschiedenen Zwangswechseln installiere ich meine Wildkameras. Doch ich steige noch weiter hinauf, denn eigentlich möchte ich über den Wipfeln dieses 5% Waldes den Sonnenuntergang filmen. Doch so richtig scheint dies nicht zu werden, denn nicht nur Regen, sondern auch ein Gewitter überraschen mich.
und auch die Wettervorhersage verheißt kaum Besserung. Doch manchmal zahlen sich Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen aus. Nach über einer Stunde Regen bricht plötzlich die Sonne hervor. Es ist einer dieser magischen Momente während dieses Projektes, welche mich einfach nur staunend zurücklassen und die Natur sich in ihrer vollen Schönheit zeigt. Erst nach Einbruch der Dunkelheit mache ich mich auf den langen Rückweg. Und während ich erschöpft in das Bett meines Autos falle, erwacht vor den Kameras in den 5%-Wäldern das Leben. Der Waldkauz-Nachwuchs hat sich an der Sule eingefunden. Und der Marder macht sich auf zu seinen nächtlichen Streifzügen. Und auch der Fuchs begibt sich während der Nacht auf die Suche nach Nahrung. Fuchsstreifgebiete können sehr unterschiedlich groß sein und sind unter anderem abhängig vom Nahrungsangebot. Der Fuchs ist ein Nahrungsopportunist, also ein Allesfresser ohne große Ansprüche. Zu großen Teilen ernährt er sich von Mäusen, auch Regenwürmern, Insekten, Vögeln, Früchten, Beeren und Aas. Waldschnepfe und Rothirsch dürfen natürlich auch nicht fehlen. Auf der Suche nach Regenwürmern kommen die meist nachtaktiven Dachse auch immer wieder an meinen Kameras vorbei. Regenwürmer sind ihre Hauptspeise. Sie fressen aber auch Insekten, Wildfrüchte oder graben Mäusenester aus. Bei der Suche nach Würmern und Insekten lockern sie im Ökosystem den Waldboden auf. Ich habe mir vorgenommen, getarnt an diesem Dachsbau zu warten. Vielleicht habe ich Glück und kann, bevor es ganz dunkel wird, die Tiere filmen. Den Dachsbau unterscheide ich aufgrund der Rutsche am Eingang von einem Fuchsbau. Der Platz vor den Eingängen ist plattgetreten und sauber gehalten. Gleich etliche dieser Eingänge kann ich im Hang ausmachen. Während ich mehrere Stunden warte, bin ich nicht allein. Auch dieser Mäusebussard beobachtet den Waldboden. Die häufigste Greifvogelart Deutschlands ist außer in dichten und geschlossenen Wäldern fast überall anzutreffen. Gut abgeschirmt hinter Blättern und Sträuchern kommen in den Abendstunden die ersten Dachse in der Mitte ihres Baus aus einem der vielen Eingänge hervor. Dachse leben gerne in Hügeln oder Anhöhen am Waldrand. Große Baue befinden sich hauptsächlich in alten Wäldern, wo sie genug Zeit zum Entstehen hatten. Hier können die weit verzweigten Behausungen über 100 Jahre alt werden. Überraschend still geben sie sich zunächst der ausgiebigen Fellpflege hin. Dachse haben von Anfang an eine
unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt. Wenn man bedenkt, dass dort, ja, während man auf die Dachse wartet, abends im Ansitz, unter den eigenen Füßen in bis zu 5 Metern Tiefe eine ganze Dachsfamilie verschiedene Wohnkammern hat und dort zusammen lebt, ist es dann abends der Zauber, ja, einer verborgenen Welt, in die man zumindest einen ganz kurzen Einblick bekommt, wenn die Dachse abends ihre Röhren verlassen. Nach der Fellpflege geht der Dachsnachwuchs schon bald in ausgiebiges Spielen über, immer in der unmittelbaren Nähe zum Bau. Die als Clans bezeichneten sozialen Gruppen der Dachse setzen sich aus Familienmitgliedern und einigen Männchen aus den Nachbarfamilien zusammen. Aufgrund eines speziellen Sekrets, welches die Tiere verbreiten, können sie individuell auseinanderhalten, zu welchem Clan ein anderer Dachs gehört. Mit 2 Jahren suchen sich junge Männchen einen neuen Clan. Mehrere Dachsgenerationen formen und bauen über Jahrzehnte an einem Bau und erweitern ihn um Tunnel, Eingänge, Luftröhren und Wohnkammern. Die Zeit am Dachsbau war besonders für mich. Ich konnte unglaublich nah diese spannenden Tiere beobachten und ich war mit Sicherheit nicht das letzte Mal an diesem Bau. Die Hohe Schrecke ist nach dem Nationalpark Hainich der zweitgrößte 5% Wald Thüringens. Weil alte Buchenwälder nur noch rund 0,3% der Fläche Deutschlands ausmachen, kommt der Hohen Schrecke als geschlossenes und unzerschnittenes Laubwaldareal eine wichtige naturschutzfachliche Bedeutung zu. Besonders der hohe Buchen- und Altholzanteil macht den besonderen Naturschutzwert des Gebietes aus. Sie trägt damit außerdem gleich zu 2 wichtigen politischen Zielgebungen bei. Dies ist zum einen das mehrfach diskutierte Ziel der 5%-Wälder. Hier sollen insgesamt 5% der deutschen Wälder aus der forstlichen Nutzung genommen und eine natürliche Waldentwicklung ermöglicht werden. Während das 5%-Ziel auf Waldflächen beschränkt ist, widmet sich das sogenannte 2% Wildnisziel einem umfassenderen Schutzgegenstand. Insgesamt sollten hier 2% der deutschen Landesfläche bis Ende 2020 rechtlich geschützt werden. Insbesondere großflächige Wildnisgebiete wie Gebirge, Flüsse, Auen, Hochmoore, Küsten und Meere, aber natürlich auch große Waldgebiete sollen durch das 2% Wildnisziel geschützt werden. Ein ausgearbeiteter Kriterienkatalog zeigt dabei an, ob ein Gebiet zur Kulisse des 2% Wildnisziels beitragen kann. Nach aktuellen Einschätzungen wurden von den ursprünglich angestrebten 2% der Landesfläche lediglich bisher ca. 0,6% erreicht. Das bis Ende 2020 gesetzte Ziel von 2% konnte damit nicht einmal ansatzweise erreicht werden. Erfüllt ein Waldgebiet sowohl die Kriterien des 2% Wildnisziels als auch eines 5% Waldes, kann es zu beiden Gebietskulissen beitragen. Während die Größe der Gebiete in den 5% Wäldern eine untergeordnete Rolle spielt, ist es in den 2% Wildnisgebieten zwingend erforderlich, dass Wälder hier eine Größe von mindestens 1000 Hektar aufweisen. Ein weiterer, in meinen Augen wichtiger Unterschied ist im sogenannten Wildtiermanagement zu erkennen. In den 5% Wäldern wird gejagt, es findet also ein erheblicher menschlicher Eingriff statt. In den 2% Wildnisgebieten soll das natürliche Verhalten der Tiere nicht gestört werden. Aus diesem Grund ist Jagd im herkömmlichen Sinne in diesen Gebieten verboten. Nur in begründeten Ausnahmefällen darf ein sogenanntes Wildtiermanagement stattfinden. Neben dem Nationalpark Hainich verfolgt in Thüringen laut der Initiative Wildnis in Deutschland nur noch das Naturschutz-Großprojekt Hohe Schrecke einen konsequenten Wildnisansatz nach dem 2%-Ziel
auf ausreichend großer Fläche. Hier steht der Prozessschutz im Fokus. Momentan wird hier zwar noch gejagt, die Hohe Schrecke befindet sich aber bereits in einem Überführungszustand, bei welchem jagdfreie Gebiete ausgewiesen werden sollen. Gleichzeitig ist das Gebiet ein wichtiger Baustein zur Erreichung des 5%-Ziels. Aufgrund seiner besonderen Bedeutung im Projekt installiere ich auch hier Kameras. Eine der häufigsten Arten an einem der Kamerastandorte in der Hohen Schrecke ist das Reh. Vor 150 Jahren war es noch nicht so stark verbreitet wie heute, in der Schweiz sogar fast ausgestorben. Als Kulturfolger kommt das Reh wieder in unterschiedlichen Lebensräumen vor. Anders als Rot- und Dammwild ist es an dichte Wälder angepasst. Durch seinen keilförmigen Körperbau mit schmaler Brust kann es sich im Unterholz sehr leise bewegen. Um seinen Energiebedarf zu decken, muss ein 20 Kilogramm schweres Reh zwischen 2 und 4 Kilogramm Grünmasse am Tag fressen. Es ernährt sich von Gräsern, Knospen, Laubtrieben, Kräutern und Brombeeren. Dass es durch diesen hohen Grünbedarf bei Waldbesitzern nicht beliebt ist, liegt auf der Hand. Pro Jahr werden allein in Deutschland mehr als 1,2 Millionen Rehe geschossen. Eine unglaublich hohe Zahl. Dieses Kitz ist im Mai geboren. Schon in den ersten Stunden nach der Geburt versucht das Kitz die ersten Schritte. Zunächst verbringt es viel Zeit alleine in Deckung. Die Mutter ist währenddessen zum Esen unterwegs und kommt zum Stillen zum Kitz zurück. Zum Lautrepertoire der Rehe gehört, wie hier zu hören, auch das Fiepen, mit welchem das Kitz nach seiner Mutter ruft. Ab der ca. 4. Woche folgt das Kitz nun der Mutter und erlernt bis zum 6. Monat wichtige Verhaltensweisen wie Kampf-, Brunft- und Markierungsverhalten. Die Mutterfamilien zerfallen ca. ein Jahr nach der Geburt. Nachdem die Böcke im Herbst ihr Geweih abgeworfen haben, beginnt es im folgenden Frühjahr gleich wieder zu wachsen. Dabei wird das neue Geweih zunächst noch durch eine schützende und nährende Basthaut bedeckt. Nach Abschluss der Geweihbildung wird die Basthaut dann durch Fegen an Büschen und jungen Bäumen entfernt. Böcke können sowohl einzelgängerisch in eigenen Territorien oder nicht territorial leben. Erschrickt sich ein Reh, hat aber noch nicht den Verursacher der Störung identifizieren können, gibt es auffällige Belllaute von sich. Dabei soll zum einen dem Störer gezeigt werden, dass er entdeckt wurde, und zum anderen den Artgenossen signalisiert werden, wo es sich gerade befindet. Entscheiden sich Rehe zur Flucht, was recht oft passiert, galoppieren sie über kurze Distanzen, können allerdings diese Gangart aufgrund zu hoher Belastung für Herz und Lunge nicht lange beibehalten. Wenn die Brunft zum Beginn des Herbstes abgeschlossen ist, schließen sich die Rehe zu Gruppen zusammen, auch Sprünge genannt. Die Größe und Zusammensetzung dieser Verbände ist von vielen Faktoren abhängig. Vor der Geburt der Kitze lösen sich die Gruppen wieder auf. Vom alten Baumbestand und dem hohen Totholzanteil in der Hohen Schrecke profitiert auch der Balkenschröter, welchen ich hier mehrmals finde. In Deutschland kommen ca. 6.800 Käferarten vor, von denen allein in Thüringen über 5.000 Arten nachgewiesen wurden. Ein Anzeichen dafür, dass es an einem Standort über die letzten Jahrhunderte schon immer in irgendeiner Form Wald gab, sind die sogenannten Urwaldreliktarten. Der Balkenschröter gehört zwar nicht zu diesen besonderen Käferarten, profitiert aber dennoch von Maßnahmen, welche auf diese Arten abzielen. Urwaldreliktarten kommen lokal nur sehr begrenzt vor und leben meist in speziellen Habitaten. Ich möchte mehr über die vielen Käferarten erfahren, welche in den nutzungsfreien Wäldern vorkommen. Deshalb habe ich mich am Rande der Hohen Schrecke mit einem Käferexperten verabredet. Ich treffe hier Andreas Weigel, um mit ihm nach Hirschkäfern und weiteren Totholzkäfern zu suchen. Er ist Artexperte und besonders an Holzkäfern interessiert. An alten, sonnenbeschienenen Eichenstumpen sucht er nach Hirschkäfern. Das Kratzen dient dazu, um zu schauen, ob an der Basis des Totholzes Weibchen sitzen, welche Eier ablegen. Doch zu Beginn haben wir kein Glück, finden aber stattdessen verschiedene andere gefährdete Pflanzen- und Holzkäferarten. Bei der Suche komme ich mit Andreas Weigel ins Gespräch.
Mich interessiert seine Meinung zur Stilllegung von Wäldern, insbesondere mit Blick auf die unzähligen Käferarten. Profitieren sie von der fehlenden Forstwirtschaft? Ja, wichtig ist, dass man auf alle Fälle ein paar Prozente der Wälder mal stilllegt, wo der Mensch keinen Einfluss nimmt. Das ist ja wichtig. 5%, gut über die Höhe der Flächen, das kann man streiten. 5% ist schon mal ein guter Anfang, sage ich mal. Muss aber abwägen zwischen wirtschaftlichen und naturschutzfachlichen Interessen. Klar, mehr ist immer besser, freilich, logisch. Aus Naturschutzgründen ist mehr immer besser. Schutz auf großer Fläche. Ne? Wirtschaftsparzelle ist ja nicht gleich Monokultur unbedingt. Ne? Es gibt ja auch eine extensive Bewirtschaftung, kann man ja auch machen. Ne? Ich bin nicht dafür, dass die Wälder alle komplett aus der Bewirtschaftung genommen werden. Das wäre auch nicht Sinn und Zweck. So wirtschaftlich sinnlos als auch vielleicht vom Naturschutz. Klar, Naturschutz, ein extensiver Wald hat auch einen hohen Naturschutzwert, sag ich mal, weil viele Strukturen entstehen ständig. Im Gegensatz zu einem intensiv bewirtschafteten Wald wäre also bereits eine extensive Waldbewirtschaftung ein Gewinn für viele Käferarten. So auch für den Sägebock, dessen Larve Andreas Weigel gefunden hat und mir zeigt. Die Larven des Sägebocks leben in Stumpen oder noch stehenden abgestorbenen Laubholzbäumen. Den ausgewachsenen Sägebock, welcher die zweitgrößte Bockkäferart ist, sehen wir kurz darauf auch noch. Wie viele andere Arten auch, sind Käfer aber nicht nur unmittelbar durch die Bewirtschaftungsform beeinflusst, sondern auch durch den menschengemachten Klimawandel. Diesen sieht auch Andreas Weigel als Katastrophe. Es werden viele wärmeliebende Arten gefördert, ist klar, wandern von Süden ein, von Mittelmeergegenden. Wir haben auch viele Funde jetzt gemacht, die schon früher bei uns nicht vorgekommen sind in Thüringen, die jetzt vorkommen durch die Erwärmung, ne, weil die Winter milder sind und so weiter. Und da verbreiten sich halt diese wärmeliebenden Tiere aus, ist klar. Ne. Im Gegensatz zu anderen, die jetzt nicht wärmeliebend sind, sogenannte Kaltstenotherme heißen die dann, ne, die werden dann sicher verschwinden, werden dann ins Gebirge ausweichen, aber bei uns ist ja irgendwann mal Schluss. Ne. Da werden die dann verschwinden oder sich nach Norden weiter zurückziehen, nach Nordeuropa. Das hat schon Auswirkungen, also ganz konkret, kann man auch schon nachweisen. Ne. Nach einem zunächst also erst einmal positiv scheinenden Effekt durch das Einwandern wärmeliebender Arten folgt dann das Absterben oder Abwandern der kälteliebenden Arten. Auch das Absterben ganzer Waldgebiete durch klimabedingte Schäden hat kurzfristig erst einmal einen positiven Effekt für viele Holzkäfer. Doch auch nur, wenn man das Totholz im Wald belässt. Und auch dann ist dieser Effekt nur von kurzer Dauer und führt auf längere Sicht zu einem Rückgang der Käferarten, da ganze Lebensräume auf lange Sicht mit dem Wald verschwinden. Nach meinem Treffen mit Andreas Weigel hatte mich dann so mein Ehrgeiz gepackt und ich habe weiter nach den Hirschkäfern gesucht und tatsächlich habe ich dann noch Glück gehabt. Hirschkäfer sind die größten in Europa vorkommenden Käfer. Sie leben in Wäldern mit hohem Alt- und Totholzanteil. Dort findet man sie vor allem an alten Eichen, an sonnigen und trockenen Standorten. Besonders eindrucksvoll ist das Geweih der Männchen, welches eigentlich der Oberkiefer, auch Mandibeln genannt, der Käfer ist. Damit nehmen sie allerdings keine Nahrung auf, sondern nutzen diese für die Rivalenkämpfe gegen andere Männchen und zum Festhalten des Weibchens bei der Paarung. Dieses Hirschkäfermännchen hat sich auf den Weg hoch hinaus in eine Eiche gemacht. Zum Reifen ihrer Keimzellen brauchen sowohl Männchen als auch Weibchen Baumsaft, welcher bestimmte Pilze enthält. Unterkiefer und Oberlippe sind zur Aufnahme dieser Säfte besonders ausgebildet. Man erkennt sie an der gelben Färbung im Kopfbereich des Käfers. Hirschkäferweibchen sind meist kleiner als die Männchen. Mit Sexuallockstoffen, also Pheromonen, locken sie die Männchen an, um sich mit ihnen zu verpaaren. Die Larven des Hirschkäfers leben 6 bis 8 Jahre im Boden, bevor sie sich zum Käfer entwickeln. Dieser schlüpft Anfang Mai und lebt dann nur wenige Wochen, um sich zu paaren und Eier abzulegen. Dieses Weibchen ist vermutlich schon stark geschwächt und wird nun von Ameisen angegriffen. In den Wäldern Südthüringens bin ich auf dem Weg zu den Gleichbergen. Diese sind nicht nur landschaftlich sehenswert, sondern weisen auch eine beeindruckende Geschichte auf. Mehr als 1000 Jahre vor Christus gab es hier bereits eine erste Besiedlung. Manchmal war ich von dem Gedanken richtig beeindruckt, dass vielleicht an genau der gleichen Stelle wie ich gerade bereits vor 3000 Jahren andere Menschen standen und auf die Landschaft geblickt haben. Vom großen Gleichberg genieße ich den Sonnenuntergang. Der Himmel scheint zu brennen.
Doch noch ein anderes Lichtphänomen wartet auf mich. Rund um den Johannistag am 24. Juni beginnt an den Waldrändern kurz nach Sonnenuntergang ein kleines Spektakel. Überall beginnen Glühwürmchen mit ihrem leuchtenden Tanz. Auf der Suche nach Weibchen zeichnen die Männchen ihre Wege in die Nacht. In unseren Breiten sind die Männchen des kleinen Leuchtkäfers die einzigen nachtaktiven Tiere, die fliegen und gleichzeitig auch leuchten können. Und das Erzeugen von Licht durch Lebewesen wird als Biolumineszenz bezeichnet. Das Leuchten der fliegenden Männchen soll wiederum die flugunfähigen Weibchen zum Leuchten stimulieren. Haben die Männchen aufgrund des Lichtes nun ein Weibchen entdeckt, fliegen sie senkrecht zu diesem herunter. Bei der Paarung verbinden die Käfer ihre beiden Hinterteile miteinander. Ganze 3 Jahre dauert es, bis Glühwürmchen das Entwicklungsstadium als Larve verlassen. Nach einer Woche im Puppenstadium beginnt anschließend die Zeit, in welcher sie leuchten. In dieser kurzen Periode nehmen sie keine Nahrung mehr zu sich und sterben kurz nach der Paarung. Auf der Suche nach einer Partnerin ist dieses Männchen einer Kürbisspinne ins Netz gegangen. Emsig beginnt sie mit dem Einspinnen. Doch eine kleine Unachtsamkeit und das Nachtmahl ist vom Netz gefallen. Besonders in den frühen Morgenstunden und kurz vor und nach Sonnenuntergang lassen sich viele Wildtiere bei ihren morgendlichen Gängen beobachten. Dazu gehört auch das Dammwild. Nachdem die Sonne aufgegangen ist, ziehen sich die Tiere wieder in den Schutz des Waldrandes zurück. So wie hier bevorzugt das Dammwild oder auch allgemein Dammhirsche genannt, eher lichte Wälder mit ausgedehnten Wiesen. Seine Anpassungsfähigkeit zeigt die Art aber auch, indem ich sie inmitten dichter und geschlossener 5%-Wälder auffinde. In Mitteleuropa ist die heutige Verbreitung des Dammwilds auf seine Einführung als Jagdwild zurückzuführen. In Deutschland geht der erste Nachweis einer Einführung auf das Jahr 1577 zurück. Zunächst wurde es in Gattern gehalten, zunehmend aber auch für die herrschaftlichen Jagden ausgewildert. Dammwild ernährt sich von Gräsern, Kräutern, Blättern, Trieben sowie Früchten und Pilzen. Im Gegensatz zum Rehwild frisst es auch verholzte Triebe und die Rinde von Bäumen und Sträuchern. Eine Gefahr für Dammwild sind in der Landschaft herumliegende Kunststoffteile, welche gerne gefressen werden und im schlimmsten Fall tödlich sein können. Ohne Bejagung und menschlichen Einfluss kann ein Tier ein Alter von 15 bis 20 Jahren erreichen. Dammwild lebt sozial in Trupps oder Rudeln, wobei die Größe der Rudel vom Lebensraum abhängig ist. In der Regel setzt ein Dammwildweibchen ein Kalb. In seltenen Fällen, wie hier, kommen auch Zwillinge oder sogar Drillinge vor. Diese Kälber sind etwa 2 bis 3 Monate alt. Die Fellfärbung des Dammwilds kann individuell und jahreszeitlich stark variieren. Auffällig sind die weißen Flecken, welche in Reihen auftreten. Typisch ist zudem der dunkle Aalstrich sowie der helle Spiegel in Kombination mit dem schwarzen Schwanz. Also wirklich nur ganz selten konnte ich mit dem Auto näher an meine Untersuchungsstandorte heranfahren. Doch wo es dann mal möglich war, habe ich das auch ausnahmsweise sehr dankbar angenommen. Ich bin im Süden Thüringens unterwegs. Hier prägen großflächig zusammenhängende Fichtenbergwälder die Landschaft. Diese werden größtenteils forstwirtschaftlich genutzt, sind aber anfällig für Krankheiten und Windbruch. Nur an wenigen Steilhängen gibt es noch Laub- und Mischwälder. Die 5%-Wälder im Gebiet sind zum Teil noch im Überführungszustand, dürfen also noch bis Ende 2028 bewirtschaftet werden, um den Waldumbau in Richtung der potenziellen natürlichen Vegetation zu unterstützen. Also dieses Projekt war organisatorisch und logistisch eine echte Herausforderung. Ich habe an insgesamt 73 Drehtagen an 30 verschiedenen Drehorten für das Projekt gefilmt und mehr als 46.000 Dateien aufgenommen. Doch ich hatte nicht nur diesen filmisch-ästhetischen Anspruch, sondern ich wollte auch basierend auf eigenen wissenschaftlichen Daten Aussagen im Film treffen können. Und deswegen habe ich an 10 verschiedenen Standorten, verteilt über Gesamt-Thüringen, zusätzlich
zu den normalen Filmaufnahmen noch ein Wildtiermonitoring durchgeführt und dann anschließend mit meinem Team knapp 10.000 Wildkameraaufnahmen ausgewertet. Hier nicht den Überblick zu verlieren, war gar nicht so einfach. Eine gründliche Vorproduktion sowie eigene Karten, Tabellen und Pläne halfen mir dabei, das Projekt zu strukturieren. Bevor ich also auch nur einen einzigen Schritt in den Wald machen konnte, musste extrem viel Vorarbeit geleistet werden. Bei diesen Vorarbeiten bin ich auch mit den verschiedensten Menschen ins Gespräch gekommen. Wenn man über einen Nutzungsverzicht von Wald redet, klingt dabei seitens des Forstes auch immer wieder die Sorge vor wirtschaftlichen Verlusten an. Doch ich finde, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen. Wenn 5% des Waldes aus der Nutzung genommen werden, stehen immer noch 95% zur Bewirtschaftung bereit. 1990 hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Forstwirtschaft nicht primär wirtschaftlichen Interessen dienen sollte, sondern der Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes. Dies wird seitens des Forstes gerne vergessen. Dabei dient Naturwald über die Ökosystemdienstleistung auch entschieden dem Gemeinwohl. Dies ist zum Beispiel der Schutz des Bodens, Trinkwassers, des Klimas, der Artenvielfalt sowie vor Sturm und Hochwasser. Diese Dienstleistungen kann man auch wieder finanziell positiv für den Menschen beziffern. Der Beitrag übersteigt global sogar den des Aktienmarktes und beträgt allein in Deutschland ca. 725 Milliarden Euro. Ich kontrolliere meine Wildkameras und lese die Daten am Laptop aus. Eine der häufigsten Arten hier im Thüringer Schiefergebirge ist der Rothirsch. Dies ist zwar eine typische Art für Waldbiotope, ursprünglich ist der Rothirsch aber eine Art offener und halboffener Landschaften. Durch den Menschen wird er aber in Mitteleuropa hauptsächlich in größere Waldgebiete zurückgedrängt. Ursprünglich wechselten Rothirsche über große Strecken zwischen Sommer- und Wintereinständen. Aufgrund der Verdrängung durch den Menschen, die Zerschneidung der Landschaft und dem Verlust von Lebensraum sind diese Wanderungen kaum noch möglich. Dies birgt erneutes Konfliktpotenzial zwischen Mensch und Tier, da das Rotwild in der Forst- und Landwirtschaft hohe Wildschäden verursachen kann. Ein Kreislauf, in dem die Art gegen den Menschen nur verlieren kann. Rothirsche leben in sozialen Gruppen zusammen. Diese können sich in ihrer Größe je nach Lebensraum unterscheiden. Dabei ist das Zusammenleben im Rudel oder Trupp für die Tiere essentiell. In den Aufnahmen aus den 5%-Wäldern sind oft Hirschkühe mit ihren Kälbern zu beobachten. Die lästigen Mücken stören Mutter und Junges gleichermaßen. Dagegen hilft zumindest für kurze Zeit ein kühles Bad im Wasser und Schlamm. Die Entwicklung des weiblichen Rothirsches ist etwa im 5. Lebensjahr abgeschlossen, die des männlichen Hirsches ca. im 6. Lebensjahr. In Ausnahmefällen können Rothirsche in freier Wildbahn bis zu 18 Jahre alt werden. In den Aufnahmen kann man über die Zeit ebenfalls gut die Entwicklung des Geweihes beobachten. In ihrem ersten Lebensjahr bilden junge Hirsche unverzweigte Geweihe aus, weswegen sie auch Spießer genannt werden. Die Geweihbildung beginnt bei den männlichen Hirschen ungefähr im März und dauert bis ca. Juli bis August an. Bei großen, ausgewachsenen Hirschen wiegt das Geweih ca. 4 bis 5 Kilogramm und wird von Februar bis April abgeworfen. Gleich darauf beginnt die Geweihbildung von neuem. Nach einem anstrengenden Drehtag genieße ich den Sonnenuntergang. Es gibt noch einen Kaffee am Straßenrand, bevor es weiter zur nächsten Location geht. Vom Süden Thüringens in den Norden zur Hainleite und dem Wipperdurchbruch. Von der Arnsburg bietet sich ein toller Ausblick. Der vorwiegend aus Waldmeister-Buchenwald bestehende Possenwald ist mit dem Hainich und der Hohen Schrecke ein bedeutender Baustein im Biotopverbund großer Buchenwälder. Gar nicht weit entfernt kann ich heute Nacht einen Fledermausfang mit der Kamera begleiten. Ich bin mit einem der führenden Fledermausexperten verabredet. Bevor es dunkel wird, zeigt mir Martin Biedermann einen typischen Quartierbaum der seltenen Mopsfledermaus.
Sie bezieht meist in stehendem Totholz hinter Rindenschuppen ihr Quartier. Wir wollen warten, ob Mopsfledermäuse den Quartierbaum verlassen. Beim Warten frage ich ihn, wie er das Ziel, 5% der Wälder aus der wirtschaftlichen Nutzung zu nehmen, in Bezug auf Fledermäuse einschätzt. Also ich denke, dieses 5%-Ziel ist eine erste richtig gute Basis, auch für viele waldbewohnende Fledermausarten, dass sie dort Refugien haben, dass man gezielt auch bestimmte Populationen am Ort mit sicherer Bank über Jahre halten kann. Ich frage ihn, ob 5% als bewirtschaftungsfreie Fläche zu wenig sind. Ich denke, dass das definitiv zu wenig ist. Wir haben eine ganze Menge ja auch genutzten Wirtschaftswald im Umfeld und genauso dort müssten natürlich Quartierstrukturen vorgehalten werden, die auch wiederum kleinere Trittsteine sind. Da ist ja auch sozusagen die Forstverwaltung oder auch Privatwaldbesitzer sind da am Ball. Letzten Endes über Altholzparzellen, Totholzparzellen, Naturwaldparzellen auch wiederum solche Quartiergebiete zu ermöglichen. Fledermäuse haben einen hohen Anspruch an ihren Lebensraum. Sie benötigen eine Vielzahl an Quartierbäumen. Das hängt mit Konkurrenz, Parasitendruck und mikroklimatischen Bedürfnissen zusammen. In einem naturnahen Wald ist das Quartierangebot für Fledermäuse oft deutlich höher als im Wirtschaftswald. Insofern sind Waldnaturschutzmaßnahmen im Wirtschaftswald auch mal in kleinerer Fläche Gold wert, dass man da wirklich, auch wenn das dann fragmentiert ist, immer wieder solche älteren oder ungenutzten Bereiche vorhält. Das kann aber auch einer Dynamik unterliegen. Und da muss gemeinsam der Forst quasi mit dem Naturschutz Wege finden, wie man da ein effektives Management ermöglicht, das wirklich über viele, viele Jahre, nicht nur die kurzen Zeiträume auch der Forsteinrichtungen, die Fledermäuse eigentlich optimale Bedingungen oder wirklich die Bedingungen vorfinden, die sie vor Ort brauchen. Wir fahren zurück zum Fangort mitten im Wald. Aus dem potenziellen Quartierbaum sind keine Fledermäuse ausgeflogen. Leider haben wir den Aufbau der Fangvorrichtung verpasst. Doch einige Tage zuvor hatte ich bei einem anderen Team bereits die Möglichkeit, die Methodik und den Aufbau des Fledermausfangs besser kennenzulernen. Ich begleite Marie-Charlotte Rümmler und Jan Esefeld bei ihrer Arbeit in einem Wirtschaftswald. Auf große Teleskopstangen fädeln die beiden riesige feine Netze, welche in die Waldwege gespannt werden. Fledermäuse können diese mit ihrem Echoruf zwar orten, sind sie vertieft in die Jagd, können sie sich trotzdem darin verheddern. Über Fledermausfänge kann man die in einem Gebiet vorkommenden Arten bestimmen. Neben dem Artenschutz sind die gewonnenen Informationen auch entscheidend für Planungs- oder Bauvorhaben. Zusätzlich zu den Netzen kommen auch sogenannte Badcaller zum Einsatz, welche die Laute der Fledermäuse hörbar machen. Da Fledermäuse unterschiedlich laut sind, ergänzen die Fänge mit Netz das akustisch festgestellte Artenspektrum, damit leise Arten nicht zu wenig gezählt werden. Dann heißt es warten. Immer wieder kontrollieren die beiden mit ihren Taschenlampen die Netze. Doch in dieser Nacht haben wir nicht so viel Glück. Ganz anders sollte es nur wenige Tage später beim Fledermausfang im Possen aussehen. Vorsichtig wird diese kleine Bartfledermaus befreit und anschließend untersucht. Fledermäuse fliegen mit ihren Händen. Zwischen ihren Fingern ist die Flughaut gespannt. Die Unterarmlänge gibt Auskunft über die Größe des Individuums, dient aber auch als Unterscheidungsmerkmal zwischen den verschiedenen Arten. Mit einer Taschenlampe schaut der Experte nach den Epiphysenfugen. Diese liegen zwischen den einzelnen Fingergliedern und den Fingergelenken. Die Fuge verknöchert und schließt sich im Laufe des Lebens einer Fledermaus und ist am Anfang als regelrechtes Fenster bei den Jungtieren noch sichtbar und lässt damit eine Altersabschätzung zu. Diese Mopsfledermaus zeigt ihre Zähne, doch gefährlich ist sie bei richtigem Umgang deswegen nicht. Schnell wird sie nach der Untersuchung wieder in die Freiheit entlassen. Als nächstes geht uns ein großes Mausohr ins Netz. Woher der Name kommt, muss nicht groß erklärt werden. Und dann kommt kurz Aufregung in die Gruppe. Die Experten ziehen alle Register der Bestimmung. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Nymphenfledermaus. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur großen und kleinen Bartfledermaus ist ihre Bestimmung schwierig. Dennoch eine kleine Sensation, denn die Art wurde erstmals 2001 beschrieben und ist wirklich selten und in Thüringen vom Aussterben bedroht. Das braune Langohr ist die letzte Fledermaus, welche uns in dieser Nacht ins Netz geht.
Wie auch alle anderen von uns gefangenen Fledermausarten steht auch diese in Thüringen auf der roten Liste. Die Exkursion mit den Fledermausexperten hat mir gezeigt, wie wichtig diese reich strukturierten Wälder mit Totholz für eine stabile und artenreiche Fledermauspopulation sind. Und ich denke, hier nehmen diese 5% Wälder eine wichtige Rolle ein. Doch man muss eben auch bei diesen Überlegungen mit bedenken, dass Fledermäuse eben fliegen können und auch im Offenland jagen. Und da spielt der Wirtschaftswald auch eine ganz große Rolle, weil sich Fledermäuse eben nicht an diese starren Grenzen der 5% Wälder halten. Und hier wäre es in meinen Augen sinnvoll und wichtig, Schutzparzellen einzurichten, um den Fledermäusen kleine Trittsteine zu schaffen, über die sie dann sozusagen wandern können. Wo es möglich war, wurden bereits bestehende Totalreservate, also bereits schon früher unbewirtschaftete Wälder, mit in die 5% Wäldergebietskulisse übernommen. So auch zum Beispiel hier in den Gebieten des Südkyffhäusers. In diesen Wäldern bekomme ich tatsächlich einen ersten Eindruck von Wildnis. Ich orientiere mich meist mit dem GPS. Wo einst Wander- und Forstwege waren, bewächst die Natur nach und nach die alten Pfade. Auch der Marder kommt in all meinen Projektgebieten vor. Die Unterscheidung zwischen Stein- und Baumarder ist nicht immer leicht. Diesen Steinmarder kann man aufgrund seiner gräulichen Fellfärbung, des hellen Nasenspiegels und der Kehlfleckzeichnung von diesem Baumarder unterscheiden. Baumarder sind deutlich seltener und werden auf der roten Liste Thüringens als stark gefährdet eingestuft. Einst wurden sie aufgrund ihres Felles bejagt. Ausgedehnte Laub- und Mischwälder wie die 5% Wälder sind jetzt ein wichtiger Rückzugsort für den Baumarder. Marder leben einzelgängerisch in festen Revieren. Über Generationen hinweg nutzen sie im Wald die gleichen Wege, auch Marderpässe genannt. Diese werden immer wieder ausreichend mit dem Sekret ihrer Anal- und Abdominaldrüsen markiert. Ein häufig in den 5% Wäldern vorkommender Bewohner ist der Waschbär. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn bevorzugt lebt die Art in gewässerreichen Laub- und Mischwäldern. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde durch den Menschen nach Europa gebracht. In den 1940er Jahren wurde er als jagdbarer Pelzlieferant in Deutschland ausgewildert. Nach einem starken Preisverfall auf dem Pelzmarkt geriet der Kleinbär für einige Jahre in Vergessenheit, bevor er ab den 1950er Jahren mit dem Ziel der Ausrottung wieder bejagt wurde. Heute ist die Art längst in weiten Teilen Europas naturalisiert. Sie kommt in den verschiedensten Lebensräumen vor und gilt als besonders anpassungsfähig. Waschbären leben normalerweise nicht einzelgängerisch und treffen sich an Sammelplätzen oder hinterlassen dort Nachrichten in Form von Duftmarken. Obwohl ich die Waschbären in den ungestörten 5% Wäldern auch am Tag beobachten kann, sind es überwiegend nachtaktive Raubtiere. Hier bekomme ich auch zum ersten Mal einen kleinen Eindruck des vielfältigen Lautrepertoires des Waschbären. Studien sprechen dem Waschbären hohe geistige Fähigkeiten zu. So wurde zum Beispiel seine Lerngeschwindigkeit mit der von Rhesusaffen verglichen. Auch noch Jahre nach einer schwierigen Aufgabe können sich Waschbären an die Lösung des Problems erinnern. Wildlebende Waschbären können theoretisch über 16 Jahre alt werden. Die meisten Tiere sterben aber bereits nach wenigen Jahren, aufgrund des hohen Jagddrucks, Verkehrs- und extremer Witterungsbedingungen. Hier an dieser Sule kann man in freier Wildbahn gut beobachten, wie Waschbären im Wasser nach kleinen Tieren suchen.
Trotz seiner vielseitigen Ernährung genießt der Waschbär den unrühmlichen Ruf, eine Gefahr für die heimische Tierwelt zu sein. Als invasive Art wird der Waschbär von einigen geradezu verhasst. Besonders bei Vogelfreunden ist er als Räuber verpönt. Für mich ist dies allerdings nicht logisch nachvollziehbar, denn laut Definition bedeutet Nahrungsopportunismus ja gerade, dass sich der Waschbär mit leicht erreichbarer Nahrung begnügt und ohnehin nur das frisst, was leicht verfügbar und in großer Anzahl vorhanden ist. Ein Opportunist ist eben nicht spezialisiert und nutzt keine Ressource optimal. Dies steht meiner Meinung nach dem Märchen des bösen Waschbären entgegen. Eine neue große Studie bestätigt meine Überlegungen. Laut dem Projekt Waschbär fressen die Kleinbären tatsächlich nur sehr vereinzelt aufwendig zu jagende Tierarten wie Vögel und Kleinsäuger. Laut der Studie machen Wirbeltiere sogar nur 10% der Nahrung aus. Und auch hier werden hauptsächlich Vögel gefressen, welche häufig im Gebiet vorkommen. Für gefährdete Rote-Liste-Arten stellt der Waschbär also nur eine Gefahr dar, wenn diese seltenen Arten mit hoher Individuenzahl in einem Gebiet vorkommen. Selbst dann hat der Waschbär aber laut den Autoren keinen bestandsgefährdenden Einfluss. If I simply wanna trace you, Was ein Tag, ey. to feel your color on my hands, and if I simply can't erase you from all my simple future plans. Wo gibt es die größere Artenvielfalt? In bewirtschafteten oder in unbewirtschafteten Wäldern? Das ist quasi eine der großen Grundfragen in der Diskussion um die 5%-Wälder, die auch sowohl eben der Naturschutz als auch die Forstwirtschaft gerne für sich entscheiden möchten. Aber es ist eine Frage, welche, ja, wie so oft eigentlich in der Ökologie nicht ganz einfach zu beantworten ist. Allgemein kann man sagen, dass die Artenvielfalt in unbewirtschafteten Wäldern höher ist als in bewirtschafteten. Allerdings variiert die Effektgröße, je nachdem, welche Artgruppen man betrachtet. Besonders die Artenvielfalt von nicht holzbewohnten Käfern und von Gefäßpflanzen wie Farn- oder Samenpflanzen scheint in bewirtschafteten Wäldern temporär höher zu sein als in unbewirtschafteten. Denn regelmäßige Störungen durch forstliche Maßnahmen schaffen Strukturen. Insbesondere wenn das Laubdach durch Baumfällung geöffnet wird, die Streuschicht entfernt oder der Boden aufgebrochen wird, hat dies einen positiven Einfluss auf Gefäßpflanzen. Insbesondere schattenintolerante Arten, ruderal- oder konkurrenzfähige Arten profitieren durch diese Maßnahmen. Alle anderen untersuchten Gruppen wie Moose, Flechten, Pilze, Vögel, Lauf- und Totholzkäfer zeigen eine höhere Artenvielfalt in unbewirtschafteten Wäldern. Auch die Intensität der Bewirtschaftung hat einen großen Einfluss auf die Biodiversität. Den größten negativen Effekt hat ein Kahlschlag auf die Artenvielfalt. Einen wichtigen Einfluss hat dabei auch die Zeit, welche seit der Stilllegung der Wälder vergangen ist. Auch hier lässt sich ein Trend erkennen. In der Zeit zwischen 0 und 20 Jahren nach der Stilllegung eines Waldes ist die Artenvielfalt noch in den bewirtschafteten Wäldern größer. Das ändert sich aber nach 20 Jahren. Ab dann ist die Artenvielfalt in unbewirtschafteten Wäldern höher als in bewirtschafteten. Jetzt sind die Wälder so alt, dass sich natürlicherweise wichtige Strukturen wie Lichtung oder umgefallene Bäume bilden. Wenn die Forstwirtschaft also sagt, dass Wirtschaftswälder artenreicher seien als ungenutzte Wälder, hat sie kurzfristig recht. Zumindest, wenn man sich die richtige Artgruppe, wie Gefäßpflanzen, und den richtigen Vergleichszeitraum eben nur bis 20 Jahre nach Stilllegung eines Waldes zum Vergleich heranzieht. Doch abgesehen von diesen besonderen Bedingungen kann man artgruppenübergreifend sagen, dass unbewirtschaftete Wälder mit wenigen Ausnahmen der Artenvielfalt guttun. Hat man einmal die Schwelle von 20 Jahren bei einem unbewirtschafteten Wald erreicht, sind diese artenreicher als Wirtschaftswälder. Ein Aus der Nutzung nehmen ist also definitiv sinnvoll, um eine hohe Biodiversität zu erreichen. In ungenutzten, urwaldähnlichen Beständen finden viele Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen Lebens- und Rückzugsräume, wie sie nur in allen natürlichen Waldentwicklungsstadien repräsentiert sind. Doch wie kann man sich diese eigentlich vorstellen? Nach dem Mosaikzyklusmodell besteht ein mitteleuropäischer Urwald aus sich zyklisch ändernden Mosaiksteinen, auch Patches genannt. Jeder Patch durchläuft verschiedene Phasen, welche auch übersprungen werden können.
In der Ruderalphase wachsen bis ca. 2 Jahre nach dem Zusammenbruch eines Systems nun Gräser und Stauden wie zum Beispiel Brennnesseln und Gehölze wie Brombeeren. Auf dem Boden liegt noch viel Totholz. In den windgeschützten Stellen beginnt nun die Verjüngung mit Pionierbaumarten. In der Pionierwaldphase setzen sich zunehmend die Pionierbaumarten wie Birken, Weiden und Pappeln gegenüber den Stauden durch. Nach ca. 15 bis 75 Jahren werden die Bäume bis zu 10 Metern nun allmählich höher. Gleichzeitig nimmt das Totholz ab. Auf die Birken folgen Bäume, die im erwachsenen Zustand eine sehr rissige Borke besitzen, wie Ulmen, Eschen, Berg- und Spitzahorn, Wildkirsche und Eichen. Allmählich beginnt sich das Kronendach zu schließen. Erst jetzt kann im Schatten der genannten Bäume in vielen Urwaldgebieten ein Rotbuchenjungwuchs wieder aufwachsen. In der Schlusswaldphase, ca. 75 bis 100 Jahre nach dem Zusammenbruch des Systems, gibt es kaum noch Totholz und die Bäume sind auf eine Höhe von 15 bis 20 Metern angewachsen und erreichen in der Optimalphase ihre maximale Höhe von 20 bis 30 Metern. Das Kronendach ist mittlerweile vollständig geschlossen, was zu viel Schatten führt. Die Plenterphase ist durch einen hochwüchsigen Hallenwald mit geringer Dichte und mächtigen Kronen gekennzeichnet. Umfallendes Totholz reißt Lücken in den Bestand. Circa 400 bis 550 Jahre nach Beginn des Zyklus sterben nun Altbäume, zum Beispiel durch Pilzbefall, Kronverlichtung, Abbrechen von Kronen oder Windwurf ab. Lücken und viel Totholz prägen den Bestand. In der letzten Phase, dem Zusammenbruch, gibt es nach 550 bis 600 Jahren nur noch wenige stehende Altbäume, bevor der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Das Endstadium einer natürlichen Vegetation, die Klimax, erweist sich also nicht als eine einzelne Phase, sondern als ein Mosaik verschiedener Pflanzengesellschaften, die jeweils einem eigenen Zyklus unterworfen sind. Bei einer normalen forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung wird allerdings ein Großteil der natürlichen Waldentwicklung unterbunden. Spätestens in der Optimalphase werden die Bäume mit einem Alter von ca. 150 Jahren geerntet, was zum Beispiel erst etwa 1/3 der natürlichen Lebensspanne von Buchen entspricht. Durch die Nutzung wird also ein sehr langer Bereich in der Entwicklung des Ökosystems ausgeschlossen. Spezifische Pflanzen- und Tierarten, welche an diese Altersbereiche besonders angepasst sind, werden beim Fehlen dieser Phasen stärker bedroht sein. Ich hatte mir für das Projekt noch etwas Besonderes vorgenommen. Ich wollte unbedingt Uhus filmen. Kein leichtes Unterfangen. Die Vorbereitungen für die geplanten Aufnahmen mussten bereits lange vor dem Brutbeginn der Vögel beginnen. Uhus sind eine wichtige Art störungsarmer Landschaften. Der Uhu, den ich filmen möchte, befindet sich in einem solchen Gebiet, allerdings nicht in einem 5%-Wald. Ich wurde bei meinen Dreharbeiten von meinem Freund und Artexperten Matthias Krüger fachlich beraten. Matthias Krüger ist Chefpräparator am Philetischen Museum und beschäftigt sich seit Jahrzehnten sehr, sehr intensiv mit Uhus. Und von seinem Wissen konnte ich sehr, sehr viel lernen und die Drehs dann auch optimal vorbereiten. Im Fokus unserer Voruntersuchungen stand dabei die Evaluierung verschiedener möglicher Brutstandorte. Bevorzugt brütet der Uhu in Felswänden, Nischen und Felsbändern. Besonders gut geeignete Plätze sind häufig über Generationen von Uhus besetzt. In direkter Umgebung zum Uhuhorst sind zahlreiche Überbleibsel seiner Beutetiere zu finden. Anzeichen sind zum Beispiel Federn, Rupfplätze oder markante Stellen, welche die Tiere zur Kotabgabe anfliegen. Anhand dieser Überbleibsel kann der Experte zudem genau die Anzahl und Fülle der Beutetiere bestimmen. Also wenn man Uhus filmen möchte, muss man wirklich extrem vorsichtig vorgehen. Die Tiere sind extrem scheu und die größte Gefahr beim Filmen der Vögel ist, dass die Altvögel schon bei kleinsten Störungen ihre Brut aufgeben können. Man muss also sehr viel beachten und auch sehr gut vorbereitet sein. Das ist also definitiv nichts, was man jetzt einfach so mal machen sollte, zu einem Uhuhorst gehen und zu versuchen, dort Vögel zu fotografieren, den Nachwuchs zu fotografieren. Eigens für dieses Vorhaben entwickelte ich die sogenannte Uhu-Cam, eine aus verschiedenen Bauteilen bestehende Minikamera mit hoher Auflösung. Sie lässt sich aus der Entfernung steuern und ist so klein und unauffällig, dass sie fest installiert für den Uhu keine Störung darstellt.
Es kann losgehen und auch das Uhu-Paar hat den Standort bereits mit einer Brutmulde vorbereitet. Das Weibchen legt in der Regel 2 bis 3 Eier und beginnt im März mit dem Brüten. Ab dann verlässt es so gut wie nie den Horst. Die meiste Zeit sitzt das Weibchen fast regungslos auf ihrem Gelege. Dabei kann man auch schon mal müde werden. Die größte Eulenart Europas übt eine besondere Faszination auf mich aus. Über Wochen hinweg beobachte ich nun das Uhu-Weibchen. Dabei fallen immer gleiche Abläufe, wie zum Beispiel das ca. einmal pro Stunde anstehende Putzen auf. There is always room for two. I see you on the main street, I see you on Broadway, 'cause there is always room for you. Nach der Gefiederpflege wird das Gelege wieder in die optimale Position geschoben. Dabei nutzt das Weibchen den Schnabel und die Flügel zum Abstützen, um den Körper über dem Gelege auszurichten, worauf wieder eine ca. einstündige Phase fast unbeweglichen Brütens folgt. Eines Abends bekomme ich eine spannende Vorführung des breiten Rufrepertoires des Uhus. Bei dem heißeren Schrei handelt es sich vermutlich um ihren Bettelruf nach Beute. In der Ferne, im gegenüberliegenden Hang, antwortet das Männchen. Mit Einbruch der Nacht wird es sich auf die Jagd begeben. Circa 5 Wochen nach Brutbeginn wirkt das Weibchen auf mich unruhig und verhaltensverändert. Irgendetwas ist passiert. Und tatsächlich, ich kann meinen Augen kaum trauen. Unter dem aufgeplusterten Federkleid des Muttervogels bewegt sich etwas. In den ersten Tagen bleiben die Jungen noch unter dem wärmenden Federkleid der Mutter, doch einige Dinge müssen halt nach draußen. Mit Einbruch der Dämmerung beginnt noch ein anderes Schauspiel. Zuerst denke ich, das stündliche Putzen steht an, doch dann bringt das Uhu-Weibchen diesen Beutevogel zum Vorschein. Uhus ernähren sich in erster Linie von kleinen bis mittelgroßen Säugern und Vögeln. Bereits vor Brutbeginn bis zur Nestflucht der Jungen wird das Weibchen ausschließlich vom Männchen versorgt. Mit Einbruch der Dunkelheit werde ich Zeuge eines seltenen Ausflugs des Uhu-Weibchens. Dabei fliegt es immer wieder die gleichen Stellen an. Nach dem Putzen folgt die Kotabgabe. Diese Stellen fallen in einem Uhu-Revier durch die sogenannten Brutschisse auf. Vor allem durch menschliche Verfolgung waren die Uhu-Populationen einst stark geschrumpft. Heute kann man von einer Erholung der Bestände sprechen, sodass er auf der Roten Liste Deutschlands als ungefährdet eingestuft wird. Mittlerweile sind die Jungen älter geworden. Die Mutter hat alle Hände voll damit zu tun, die beiden Kleinen noch unter ihrem Federkleid zu halten. Dabei geht es zum Teil auch ganz schön ruppig zu. Einige Tage später kehre ich zurück, doch die erschreckende Erkenntnis, der Uhu-Horst ist verlassen. Vom Nachwuchs fehlt jede Spur. Eine spätere Analyse der Rupfplätze nährt die Theorie, dass die Mutter ihre Jungen aufgrund großer Nahrungsknappheit selbst gefressen haben könnte. Für die Art gar nicht so untypisch, auch wäre es möglich, dass die jungen Uhus von einem anderen Tier erbeutet wurden. Doch es gibt noch einen anderen Standort. Gut getarnt pirsche ich mich außer Sicht des Horstes an. Es ist brütend warm und hunderte Mücken umschwirren mich. Unter einem Felsen hat auch ein Reh Schutz vor der Wärme und den Mücken gesucht. Circa 2 Stunden warte ich, den Uhu-Horst immer im Blick. Und dann weiß ich wieder, warum ich Naturfilmer bin. Die ganzen Vorbereitungen, das Warten, um schließlich Zeuge eines besonderen Moments zu werden. Da das Uhu-Junge bereits laufen kann, müsste es ca. 4 bis 5 Wochen alt sein. Auch das kleinere Geschwisterchen macht sich auf den kurzen Weg nach oben.
Die beiden Junguhus befinden sich nun in einer gefährlichen Phase, welche längst nicht alle Tiere überleben. Sie sind beliebtes Futter für viele Räuber. Erst mit 8 Wochen beginnen sie mit dem Fliegen. Auch für die beiden Jungen ist es sehr warm. Wie viele andere Tiere auch, besitzen Uhus keine Schweißdrüsen und können nicht schwitzen. Wie Hunde hecheln sie deshalb, um nicht zu überhitzen und ihre Temperatur zu regulieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dicke Pflaumenkleid bei der Wärme stark juckt. Das Aufsperren des Schnabels könnte Futterbetteln oder eine Übung für die spätere Gewöllbildung sein. Zusammenfassend zu meinen Uhu-Beobachtungen kann ich feststellen, dass felsige und strukturreiche 5% Wälder der Art einen guten und wenig gestörten Rückzugsort zum Brüten und Jagen bieten. Dennoch sind diese Wälder oft zu klein für die Art mit ihren durchschnittlich 40 Quadratkilometer großen Jagdrevieren. Liegen im Streifgebiet auch große artenarme Flächen, kann Nahrungsknappheit zur Gefahr werden. Als die Sonne schon untergeht, höre ich im benachbarten Hang Geräusche und bekomme eine weitere, besondere Art zu Gesicht. Wilde Schafe, auch europäisches Mufflon genannt, suchen im Hang nach Kräutern. Nach kurzer Zeit ziehen sie auch durch mein Waldstück. Genüsslich werden junge Blätter abgeknabbert. Ursprünglich lebt das Muffelwild auf Korsika und Sardinien, wo es als gefährdet gilt. Im 19. Jahrhundert wurde es zunehmend auch in Mitteleuropa durch den Menschen eingeführt, weshalb es als Neozon gilt. Hier kommt es nun bevorzugt in Laub- und Mischwaldgebieten vor. Doch ich höre noch andere Geräusche im Hang. Ein junger Eichelherr sitzt im Laub und ruft nach seinen Eltern. Der Jungvogel sieht schon stark befiedert aus und ist damit fast flugfähig. In der Nähe entdecke ich einen der Elternvögel, der mich misstrauisch begutachtet. Eichelherr haben eine wichtige Rolle für die Naturverjüngung im Wald. Im Herbst sammeln sie Eicheln, Bucheckern und Nüsse und verstecken diese. Da sie sich aber nicht an alle Verstecke erinnern, keimen einige dieser Eicheln im Frühjahr aus und tragen nachweislich zur Verbreitung der Eiche bei. Wie im Ökosystem Wald sind auch bei Fließgewässern Strukturreichtum und Naturnähe entscheidend für ihren Wert als Lebensraum. In gefällreicher Umgebung stürzt das Wasser. In Kolken, Strudellöchern und Becken ist die Strömung sanft. So formt der Bach stetig seine Umgebung. Gefährdet ist der Lebensraum Waldbach vor allem durch menschliche Einflüsse. Der Bergbach war für mich rein subjektiv gesehen ein Element, welches sehr viele 5%-Wälder, welche ich besucht habe, immer wieder aufwies. Es liegt vielleicht an der Topografie von sehr vielen 5%-Wäldern, die oft an steilen Hängen oder in tiefen Schluchten lokalisiert sind, bedingt einfach dadurch, dass dort schon natürlicherweise nicht so gut Forstwirtschaft betrieben werden kann oder nur mit sehr hohem Aufwand, und deswegen führt die Forstwirtschaft dort der Verzicht eines Wirtschaftswaldes wahrscheinlich nicht so groß war, hat man dann diese Gebiete ausgewählt. Und dort habe ich dann eben sehr oft tatsächlich noch so kleine Waldbäche gefunden, wie sie heute nur noch sehr selten zu finden sind. Und deswegen wollte ich die unbedingt in meinem Film mit zeigen. Viele Gewässerlebewesen sind an spezifische Gewässerzonen angepasst. Sie benötigen Stillwasserbereiche, zum Beispiel im Strömungsschatten, um ihren Laich abzulegen. Durch Wegebau und Forstwirtschaft sind auch diese Bereiche gefährdet. Der Bergmolch hier in Wassertracht ist ein typischer Bewohner von gewässerreichen Wäldern in hügeligen bis bergigen Landschaften. Diesen zweiten Braunmolch kann ich ohne Sicht auf die Färbung seiner Unterseite nicht eindeutig bestimmen. Still- und Kleingewässer spielen für die Fortpflanzung der Molche eine wichtige Rolle. Die Laichzeit reicht von März bis Mai. Natürliche Wälder haben positive Auswirkungen auf den Abfluss von Wasser, stabilisieren den Grundwasserspiegel und bewahren die Bodenfeuchte. Auch Feuersalamander kommen besonders in Mittelgebirgen mit vielzähligen Bächen vor. Die auffällige Färbung dient als Warnsignal. Ihr giftiges Hautsekret geben sie über Drüsen ab. Es schützt die feuchte Haut zudem vor Bakterien- und Pilzbefall.
In Deutschland steht der Feuersalamander auf der roten Liste, auf der Vorwarnliste. Unter den Lorchen sind Feuersalamander besonders, weil sie sich ausschließlich an Land paaren. Besonders ist auch, dass die Weibchen nicht Eier, sondern bereits weit entwickelte Larven im Wasser ablegen, vorzugsweise im zeitigen Frühjahr in Fließgewässern. Die Larven sind an den hellen gelblichen Flecken an den Beinen erkennbar. Sie ernähren sich von Insektenlarven, aber auch von Bachflohkrebsen. Besonders Amphibien reagieren aufgrund ihrer durchlässigen Haut sehr empfindlich auf Umweltveränderungen. Nährstoffeintrag durch Düngemittel, Müll und Umweltgifte verringern die Wasserqualität. Waldbäche sind ein wichtiger Bestandteil naturnaher Waldlebensräume und spielen für viele besonders angepasste Organismen eine wichtige Rolle. Ein Nutzungsverzicht des umgebenden Waldes schafft beste Voraussetzungen für die ökologische Aufwertung dieser Gewässer. Nach einer Nacht im Auto und dem obligatorischen Kaffee starte ich in den Tag. Die 5%-Wälder wurden insbesondere von Seiten der Forstverwaltung immer wieder stark kritisiert. Ich bin im Gebiet des Forstamtes Bad Salzungen. Försterin Antje Jaski zeigt mir hier ihr Revier, in welchem eine bestehende Naturwaldparzelle in die 5%-Waldkulisse integriert wurde. Also wir waren zwar teilweise mit im Boot, wir durften Vorschläge machen. Also wir sind erstmal mit einem Vorschlag konfrontiert worden, mit einem riesengroßen Flächenvorschlag, der einem natürlich erstmal als Förster nur so einen Aufschrei hervorlockt. Wir durften dann Gegenvorschläge machen, aber eben wirklich mit der Prämisse, muss Verbindung zur alten Naturwaldparzelle haben. Es fällt einem dann schon schwer zu sagen, okay, ich verzichte. Ich hätte andere Vorschläge machen können in dem Revier, wo auch die forstliche Bewirtschaftung nicht unbedingt Sinn gemacht hätte oder Sinn macht. Hatte allerdings keine Verbindung zur alten Naturwaldparzelle, war da so hinfällig. Also wir sind auf dem Prozess ein bisschen außen vor gelassen. Wir durften einmal Vorschläge machen, aber die Umsetzung war, sagen wir es mal so, etwas holprig. Doch trotz der großen Kritik aus dem Forst stellt Frau Jaski das Vorhaben nicht gänzlich in Frage. Grundsätzlich finde ich die Idee, Wälder aus der forstlichen Nutzung zu nehmen, jetzt nicht schlecht. Grundsätzlich ist es sicherlich eine ganz gute Möglichkeit, um den Ablauf natürlicher Prozesse zu beobachten. Setzt für mich allerdings auch voraus, dass wirklich auch mal bei der Ausweisung von so Naturwaldparzellen mal eine Erhebung gemacht wird, ein Stand, um einfach mal auf den Stand zu kommen, was ist jetzt da. Und dann natürlich, dass auch kontinuierlich begleitet wird in den nächsten Jahren, um die Entwicklung zu dokumentieren, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt vermisst. Das fehlt mir ein bisschen. Mit dieser Kritik trifft Frau Jaski auch bei mir einen wunden Punkt. So wurde uns vom Biosphärenreservat Rhön zum Beispiel ausdrücklich eine wissenschaftliche Datenerhebung mit anschließender Umweltbildung in ihrem Gebiet mit haarsträubenden Ausreden untersagt. Auf einen Einspruch vor Gericht verzichteten wir. Auch die Bitte um finanzielle Unterstützung unserer wissenschaftlichen Arbeit in ganz Thüringen lief bei der oberen Naturschutzbehörde Thüringens völlig ins Leere. An dieser Stelle nicht zu resignieren und trotzdem weiterzumachen, war in diesem Projekt nicht immer leicht. Gerade bei den immensen Herausforderungen, vor denen unsere Wälder momentan stehen, wäre das Ziehen an einem Strang doch deutlich sinnvoller, als sich Steine in den Weg zu legen. Die durch den Klimawandel verursachten Schäden haben mittlerweile ein riesiges Ausmaß angenommen. Was hier aussieht wie schneebedeckte Bäume, sind in Wirklichkeit abgestorbene Fichten. Extreme Wetterereignisse mit geringen Niederschlägen und hohen Sommertemperaturen bei gleichzeitig hohen Sonneneinstrahlungen führten zu einer erheblichen Vitalitätsschwächung der Bäume. Dieser Trockenstress brachte die Waldökosysteme Deutschlands an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit. Die Fichte, welche einen hohen Wasserbedarf hat, ist von den starken Schädigungen besonders betroffen. Diese haben sie anfälliger gegenüber dem Borkenkäfer gemacht. Gerade in Monokulturen hatte er bei den starken Vorschädigungen leichtes Spiel, was zum großflächigen Absterben ganzer Bestände führte. Während Borkenkäferschäden vor allem bei der Fichte sichtbar wurden, macht sich die Bodentrockenheit auch bei vielen anderen Baumarten bemerkbar. Was bei den in vielen Gebieten vorherrschenden Fichtenmonokulturen zum Teil erwartbar war, hat bei der Buche als eigentlich konkurrenzstarke Art dann doch überrascht. Hohe Temperaturen und geringe Niederschläge verursachten Trockenstress, welcher zu erheblichen Schädigungen führte. Zusätzlich verursachten hohe Sonneneinstrahlung einen Sonnenbrand an der Rinde. Diese durch Trockenheit vorgeschädigten Buchen wurden nun durch verschiedene Pilze befallen, was ein Absterben auch großer alter Bäume zur Folge hatte.
Zu erkennen ist die sogenannte Buchenvitalitätsschwäche zunächst an einem Verlichten der Krone. Dabei geht das Feinreisig verloren und es kommt zu einem verfrühten Laubfall, bei welchem schon im August oder September die Blätter braun werden und abfallen. Ein Austrieb in den kommenden Jahren bleibt aus, bevor der Baum ganz abstirbt. Bei stark betroffenen Bäumen sind Absterbeerscheinungen innerhalb von einem Jahr möglich. Wir erleben jetzt den 3. Sommer in Folge ein Extremjahr, eine Extremsituation. Und es ist manchmal schon sehr schwierig, dass man, nur als Beispiel jetzt mal auf der einen Wegseite, jetzt gegen den Borkenkäfer kämpfen soll und auf der anderen Wegseite soll man den Wald halt einfach so beim Sterben zugucken. Ist für das Försterherz schon manchmal schwierig. Und ist natürlich durch die Randeffekte, die damit verbunden sind, der Käfer hält sich ja nicht an irgendwelche Grenzen, der bleibt ja nicht da, nicht unbedingt einfach. Wir haben meiner Meinung nach momentan eine Riesenmöglichkeit, ganz viele Sachen auszuprobieren, von der normalen Pflanzung über einfach mal Sukzession beobachten, ob da was läuft. Das geht in manchen Ecken wirklich gut, in manchen funktioniert es auch 10 oder 15 Jahre nach Kyrill immer noch nicht. Momentan geht ja der Ruf dahin, lass doch die Natur machen. Die Natur wird uns einen Wald wieder aufstellen, der an alle Eventualitäten vom Klima her angepasst ist, habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn ich mir angucke, was die Baumarten insgesamt jetzt für Probleme damit haben. Das ist zu kurz gedacht, glaube ich. Und für unsere nachfolgenden Generationen sind wir, glaube ich, wir sind es denen schuldig, dass die auch die Möglichkeit haben, Holz zu ernten. Sicherlich nicht auf der ganzen Fläche, aber man sollte einfach, finde ich, Holz aus heimischen Wäldern, was Besseres gibt es nicht. Also für mich ist der größte Graus, Holz um die halbe Welt zu karren. Hier gebe ich Frau Jaski völlig recht, doch muss man aufpassen, dass man die Zerstörung von Wäldern außerhalb nicht als Argument gegen die Einrichtung von Schutzgebieten innerhalb Deutschlands nutzt. Im Gegenteil, die Bundesrepublik sollte hier eher eine Vorbildfunktion einnehmen. Hinzu kommt, dass Deutschland laut Statistischem Bundesamt nach wie vor mehr Holz exportiert als importiert. Bevor also der Naturschutz als Sündenbock für Holzimporte herhalten muss, sollte die Forstwirtschaft eigene Exporte überdenken. Wenn also sowieso ein Holzüberschuss herrscht, warum sollte dann nicht auch zumindest auf 5% der Fläche die Forstwirtschaft ruhen dürfen? Hier könnte man die Natur sich selbst überlassen und schauen, welche Baumartenzusammensetzungen mit welchen Eigenschaften sich an diesen Standorten dann etablieren. Andere gehen sogar noch weiter und plädieren eindringlich dafür, auch Schadholz wie die vom Borkenkäfer befallenen Fichten im Wald zu belassen, um so den Totholzanteil natürlich zu steigern und damit nicht nur einen positiven Effekt für Pilze, Käfer, Bakterien und andere Tiere, als auch eine höhere Wasserspeicherung und damit Kühleffekt des Waldes zu erreichen. Dazu müssten für die betroffenen Waldbesitzer Anreizkompensationen geschaffen werden, damit diese das Holz im Wald belassen. Gerade naturnahe Wälder haben eine größere Widerstandskraft gegen die Folgen der Klimakrise. Sie speichern mehr Kohlenstoff als degradierte und bewirtschaftete Wälder in vergleichbaren Regionen. So leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Frau Jaski würde meine stark durch den Naturschutz geprägte Meinung, da bin ich auch ganz ehrlich, höchstwahrscheinlich nicht in allen Punkten unterschreiben. Dennoch habe ich sie als wirklich tolle Vorzeigeförsterin eigentlich kennengelernt, mit welcher man noch sachlich Argumente austauschen und diskutieren kann. Und mich hat schlussendlich ihre sehr ausgewogene Meinung überrascht. Und deswegen klang auch ihr Schlusswort für mich vielleicht nicht nur nach einem Appell für die Forstwirtschaft, sondern auch als Aufruf an die eigene Zunft, etwas zu verändern. Mit ein bisschen Sensibilität kann man auch bei normaler forstwirtschaftlicher Bewirtschaftung ganz, ganz viel für Natur- und Artenschutz tun. Gut, Dankeschön. Dann macht was draus. Dennoch, je größer die menschengemachten Veränderungen, desto mehr verringern sich die natürlichen Funktionen des Waldes. Deshalb müssen wir Natur als dynamisches, sich selbstständig entwickelndes Geschehen begreifen. Eine Möglichkeit dafür bot sich nach der Wiedervereinigung mit der Auflösung der innerdeutschen Grenze. Ich laufe auf dem ehemaligen Kolonnenweg. Wo einst noch Patrouillen fuhren, ist jetzt über dem Beton wieder Natur. Um mir einen Überblick aus der Luft zu verschaffen, starte ich meine Drohne. Ich erhoffe mir großskaligere Einblicke in die Struktur des mich umgebenden Waldes. Aus der Luft ist der ehemalige innerdeutsche Grenzverlauf tatsächlich noch gut zu erkennen. Wo einst der Todesstreifen war, wächst heute wieder Wald.
Entlang des Eisernen Vorhangs entwickelte sich im Sperrgebiet ein einzigartiges Band besonders wertvoller und vom Menschen ungestörter Lebensräume. Hier habe ich einen weiteren Untersuchungsstandort etabliert, welchen ich mehrmals im Jahr besuche und die Aufnahmen der Wildkameras sichte. Dass natürliche Wälder als Zufluchtsort für Arten dienen, die aus degradierten Flächen flüchten müssen, konnte ich schon an vielen Beispielen zeigen. Doch eine ganz besondere Art fehlte bisher noch. Nach meinem Film Die Rückkehr der Wildkatze sollte auch in diesem Projekt dieses Tier wieder ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein. Ich wollte mich wieder auf die Suche nach diesen scheuen Katzen begeben. Und ja, Wildkatzen sind für mich so total faszinierende Tiere, weil sie so fast ja unbemerkt irgendwie in unseren Wäldern leben. Und sie verkörpern für mich tatsächlich Wildnis hier in Thüringen vielleicht noch zusammen mit dem Luchs mehr als jedes andere Tier. In Gesamtthüringen kommen heute Schätzungen zufolge etwa 500 bis 2000 Wildkatzen vor. In diesem Projekt konnte ich insgesamt 105 Wildkatzenaktivitäten nachweisen. Ein Großteil dieser Nachweise fand in 5% Wäldern statt. Meine Daten zeigen dabei die klare Tendenz der Wildkatze zur Nachtaktivität. Durch Infrarotaufnahmen kann man ihr Verhalten dennoch sichtbar machen. Wildkatzen sind nicht einfach nur verwilderte Hauskatzen, sondern eine eigene Unterart. Oft mit hoch erhobenem Schwanz und hochläufigem Gang streifen die scheuen Katzen durch die Wälder. Wildkatzen bevorzugen störungsarme, strukturreiche und große zusammenhängende Laub- und Mischwälder. Sie meiden den Offenwald und orientieren sich stattdessen an anderen Strukturen, die ihnen mehr Deckung bieten, wie Unterwuchs und Totholz. Sehr gerne scheinen sie zudem auf umgefallenen Baumstämmen zu laufen. Für Jäger galt die Wildkatze lange als Jagdkonkurrent. Angeblich soll sie sogar Rehe erbeutet haben. Durch intensive Bejagung wurde sie durch den Menschen fast ausgerottet. Dabei ist die Wildkatze zwar spezialisiert auf den Fang lebender Beute, diese besteht aber zu 80% aus Kleinsäugern, nach deren Aktivität sie sich richtet. Nur zu geringen Teil jagt sie auf Vögel, Frösche, Eidechsen und Insekten. Hat sie einmal ihre Beute geortet, setzt sie dieser in großen Sprüngen nach. Auch an dieser Wasserstelle konnte ich die Wildkatze schon beim Jagen beobachten. Heute ist sie allerdings zum Trinken gekommen. Phänotypisch, also von ihrem Aussehen her, unterscheiden sich Wildkatzen in mehreren Merkmalen von Hauskatzen. Dazu zählt eine verwaschene Fellzeichnung oder die wuchtige Kopfform. Typisch, wie bei diesem Weibchen, ist der dicke, stumpfe Schwanz mit schwarzem Ende und den klar voneinander abgegrenzten Ringen. Außerdem fallen die typische Nackenzeichnung und der schwarze Aalstrich auf. Tagaufnahmen, besonders zwischen 8 und 19 Uhr, sind eher selten und machen weniger als 20% der Nachweise aus. Besonders im Morgengrauen oder kurz vor Sonnenuntergang hat man die Chance, eine Wildkatze am Tag vor die Kamera zu bekommen. Im Laufe des Projektes konnte ich in allen 10 Untersuchungsgebieten in Gesamtthüringen Wildkatzen nachweisen. Natürlich habe ich diese Gebiete und die Kamerastandorte auch mit Blick auf Störungsarmut und auch die Lebensraumansprüche von Arten wie der Wildkatze ausgewählt, sowie mit Lockstoff gearbeitet. Dennoch sagt es bereits einiges über 5% Wälder aus, dass ich tatsächlich an allen Standorten die streng geschützten und seltenen Tiere nachweisen konnte. Denn die Wildkatze ist auch eine Schirmart. Ihr Schutz kommt vielen anderen Waldbewohnern zugute. Während ich in manchen Gebieten offenbar nur durchziehende Tiere oder Individuen am äußersten Rand ihres Home Ranges beobachten konnte, lagen andere Untersuchungsstandorte inmitten ihres Kerngebietes. Hier machten Wildkatzennachweise bis zu 18% der dort aufgezeichneten Säugeraufnahmen aus. Um ihr Territorium zu markieren oder Duftstoffe für Sexualpartner zu hinterlassen, reiben sich die Tiere an Bäumen oder Sträuchern oder verspritzen Urin.
Wildkatzenweibchen nutzen mit durchschnittlich ca. 300 bis 800 Hektar etwa ein Fünftel oder sogar ein Zehntel vom Gebiet eines Katers. Die Größe des Lebensraums ist auch abhängig vom verfügbaren Nahrungsangebot. Die Gefährdung geht heute vor allem durch die Gestaltung unserer Kulturlandschaft aus. Die Zerstückelung der Lebensräume gefährdet die Wildkatze ebenso wie landwirtschaftliche Flächen ohne Büsche und Bäume, welche ihnen den Lebensraum nehmen. Der Straßenverkehr ist eine häufige Todesursache. Das zeigt, wie wichtig große, strukturreiche und störungsarme Waldgebiete wie die 5%-Wälder für die Wildkatze sind. Kurz vor Sonnenuntergang zeigt sich diese Wildkatze an meinem besten Standort inmitten eines 5%-Waldes im schönsten Licht. Wie die Wildkatze wurden oder werden so gut wie alle in diesem Projekt betrachteten Säugetiere durch die Jagd negativ in ihren natürlichen Verhaltensweisen beeinflusst. Ob Populationen tatsächlich durch den Menschen reguliert werden müssen, ist stark umstritten. Störungsarm, wild, unberührt, eine Wildnis von morgen, frei von menschlicher Nutzung. Dieser Eindruck soll beim Besuch eines 5%-Waldes entstehen. Doch leider wird in so gut wie allen 5%-Wäldern weiterhin gejagt. Wirklich nutzungsfrei sind diese also nur in Bezug auf die forstwirtschaftliche Nutzung und Entnahme von Holz. Eine der größten unmittelbaren Einflüsse auf die vorhandenen Wildtierpopulationen findet also nach wie vor statt. Ein Bild, welches selbst dem gelegentlichen Besucher nicht verwehrt bleibt. Wie soll ein Eindruck von echter Wildnis entstehen, wenn einem gefühlt alle 500 Meter jagdliche Einrichtungen daran erinnern, wie stark der Mensch hier versucht, die Natur nach seinen Vorstellungen zu regulieren? Und auch die folgenden Bilder gehören zur traurigen Realität in den angeblich so störungsarmen 5%-Wäldern. In Todesangst gehetztes Wild und kläffende Jagdhunde lassen bei mir leider nicht das Gefühl von einer vom Menschen unbeeinflussten Natur aufkommen. Die Jagd kann die Effekte großer Beutegreifer wie Luchs und Wolf nicht ersetzen. Durch Fütterung und andere falsche Jagdpraktiken greift sie zudem essentiell in die Populationsdynamiken der Wildtiere ein. Meiner Meinung nach sollte sich das Wildtiermanagement in den 5%-Wäldern am 2% Wildnisziel orientieren und langfristig die Jagd in den 5%-Wäldern verbieten. Erst dann kann man wirklich von einer vom Menschen unbeeinflussten Natur sprechen. Es ist Herbst geworden. Die Wartburg im Sonnenaufgang leitet für mich die letzten Wanderungen in den 5%-Wäldern ein. Die Tiere sind bereits eifrig dabei, für den Winter vorzusorgen. Ich bin im Fässertal unterwegs. Hier zeigt sich der Herbst bereits mit aller Macht. Bunte Blätter, leuchtende Farben und überall sprießen Pilze aus dem Boden. Auch die Eichhörnchen bedienen sich an den vorhandenen Pilzen und legen diese sogar zum Trocknen aus. Durch ihren kurzen Verdauungstrakt vertragen sie auch Pilze, die für Menschen giftig sind. Außerdem legen sie nun Vorräte für den Winter an. Das Vergraben dieser Vorräte kann man übrigens nur bei den Populationen der Laub- und Mischwälder beobachten. Ähnlich wie das Eichhörnchen legt auch der Baumarder Nahrungsvorräte für den Winter an. Beim Dammwild beginnt im Herbst die Brunft.
Dieses Kalb ist allerdings noch viel zu jung, um sich an dieser zu beteiligen. Beim Dammwild hat sich spätestens Ende Oktober, Anfang November der Wechsel vom Sommer zum Winterhaarkleid vollzogen. Dieses ist wie bei diesem Tier graubraun und die Fleckung des Sommers ist nur noch andeutungsweise zu erkennen. Der Fuchs beginnt im Herbst damit, sich eine Fettschicht für die kalte Jahreszeit anzufressen. Diese soll ihm nicht nur als Energiespeicher dienen, wenn es weniger Nahrung gibt, sondern auch als Wärmeschicht, wenn die Temperaturen sinken. Für ihn beginnt außerdem im Winter die Ranzzeit. Von Dezember bis März pflanzt er sich fort. Sein Urin dient dem Rotfuchs dabei als Markierungsflüssigkeit, um sein Territorium gegenüber Artgenossen abzugrenzen. You're just like a fire blown out by the wind. And what is warm? Wie der Fuchs setzt auch das Reh im Winter auf eine dicke Fettschicht, welche es sich im Herbst anfrisst. Es trägt bereits Winterfell. Baby, wipe the still sad look off your face before your dreams start boarding that train. Laut Definition ist ein Urwald ein sogenannter Primärwald, also ein jeher von menschlicher Einflussnahme unberührter Wald. In Deutschland leben wir jedoch in einer Kulturlandschaft. Im Fässertal lässt sich gut zeigen, dass es in Deutschland keine echten Urwälder mehr gibt. Heute ruht die Forstwirtschaft in diesen 5% Wäldern zwar, aber in der Vergangenheit kann man sagen, dass es besonders in der Nähe von Siedlungen zu einem sehr hohen Nutzungsdruck bis hin zu einer Übernutzung des Waldes kam. Bereits im Mittelalter nutzten die Menschen den Wald sehr, sehr vielfältig. Neben der Ernte von Heilkräutern und zum Beispiel Wildfrüchten hat man natürlich auch das Holz zum Verbrennen und Bauen genutzt. Man nutzte aber auch den Wald als Waldweide oder zur Schneidewirtschaft. Das ist, wenn man Futterbäume zur Viehfütterung verwendet. Und ein sehr bekanntes Beispiel für historische Waldnutzung ist außerdem die Köhlerei. Ehemalige Meilerplatten erkennt man noch heute an einer runden Verebnung von mehreren Metern Durchmesser. Eine windgeschützte Lage half vor unkontrolliertem Abbrennen. Üblich war außerdem die Nähe zum Wasser, zum Ablöschen der Kohlen. Oberflächennah kann man hier noch heute Holzkohlereste finden. Diese wurden in einem weitgehend luftabgeschlossenen Schwelbrand gewonnen. Vor Entdeckung der Steinkohle war Holzkohle begehrt. Besonders bedeutend war sie für Schmieden und Glashütten. Zur Altersbestimmung schicke ich ein Stück der Holzkohle an das Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung. Es stellt sich heraus, dass das für die hier gezeigte Kohle verwendete Holz entweder Mitte des 17. bis Mitte des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1935 gewachsen ist. So wie die Köhlerei haben Wege, Rodungen, Aufforstungen, Bauwerke und viele andere Eingriffe über die Jahrhunderte unsere Wälder geprägt. Das Beispiel Fässertal zeigt, dass in einem dicht besiedelten Raum wie Deutschland die Natur immer direkt oder indirekt vom Menschen geformt oder zumindest durch ihn beeinflusst wurde und nach wie vor auch noch beeinflusst wird. Und auch aus diesem Grund gibt es in Gesamtdeutschland heute keine echten Urwälder mehr. Eine der letzten Wanderungen in diesem Projekt führt mich in die noch spätsommerlich wirkende Vorderrhön. Die bis zu 45 Meter tiefe Bernshäuser Kutte ist ein natürlich entstandener Erdfallsee, welcher weder Zu- noch Abfluss hat. Im Rahmen des Projektes konnte ich nicht nur interessante Menschen kennenlernen, sondern auch Thüringens Natur in ihrer ganzen Vielfältigkeit noch einmal mit völlig neuen Augen sehen. Was ich vor dem Start des Projektes nicht erwartet hätte, ist, dass ich tatsächlich ein paar Mal das Gefühl hatte, wirklich in einer Art Waldwildnis zu stehen, weit weg von Straßen, von Wegen oder eben Siedlungen. Und hinzu kommt die große Auswahl seltener und vielleicht auch nicht so seltener Tier- und Pflanzenarten, welche ich in diesen Wäldern gefunden habe. Die Region ist gekennzeichnet durch Basaltkegel in der Landschaft. Auf der Stoffelskuppe habe ich eine letzte Möglichkeit, weitere spannende Arten und mit den Basaltblockhalden, mit den umgebenden Trocken- und Schuttwald sogar noch einen neuen Lebensraum kennenzulernen.
Hier gibt es zum Beispiel besondere Moose, wie das wollige Zackenmützenmoos, welches speziell an diesen Lebensraum angepasst ist. Auch Heuschrecken kommen hier in hoher Anzahl vor. Hier handelt es sich vermutlich um ein Weibchen des braunen Grashüpfers. Die gewöhnliche Strauchschrecke ist flugunfähig und besitzt nur zurückgebildete Flügel. Vom Berg aus hat man einen tollen Blick in die Rhön und es bleibt Zeit, das Projekt Revue passieren zu lassen. Mit dem Film konnte ich exemplarisch zeigen, welchen wichtigen Stellenwert diese Naturwälder, welche alle von diesen Waldentwicklungsstadien repräsentieren, für ganz viele Tier- und Pflanzenarten darstellen. Dennoch muss man sagen, dass man von einer echten Wildnis im Sinne von Urwäldern man bei den 5% Wäldern noch nicht reden kann. Denn bereits vor Jahrhunderten wurden unsere Wälder vom Menschen genutzt und werden durch die Jagd immer noch sehr, sehr stark durch den Menschen beeinflusst. Und damit sich das vielleicht irgendwann wirklich einmal in eine Wildnis von morgen entwickelt, welche dann vielleicht sogar zu diesem deutschlandweiten 2% Wildnisziel beiträgt, ist es aus meiner Sicht noch ein ziemlich langer und steiniger Weg. Hier braucht es in den 5% Wäldern nicht nur einen großflächigen und wissenschaftlich begleiteten Jagdverzicht, sondern insbesondere auch eine verstärkte Zusammenarbeit von Naturschutz und Forstwirtschaft. Gerade die Forstwirtschaft, so war mein Eindruck während des Projektes, hat oft eine eher durch Ideologie als durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprägte Angst, wenn Wälder aus der Nutzung genommen werden sollen. Und ich finde, diese Angst gilt es zu überwinden und für die Natur und letztendlich dann auch für den Menschen mehr wilde Natur zu wagen. Denn man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, der Wald ist mehr als dieser Rohstofflieferant, als den er oft gesehen wird. Wer den Wald schützt, erhält auch letztendlich sehr, sehr wichtige Ökosystemdienstleistungen für den Menschen. Unsere Erde ist bedroht. Klimawandel, veränderte Landnutzungsformen und Umweltzerstörung. Die Klimakrise ist auch eine Waldkrise. Unsere Wälder nehmen deshalb beim Erhalt natürlicher Ökosysteme und Biodiversität sowie im Klimaschutz eine Schlüsselrolle ein. Über diesen Film wollte ich sensibilisieren. Für die Natur vor unserer Haustür und für mehr Natur- und Artenschutz. Ich wollte begeistern für die Schönheit unserer wilden Wälder. He drove a Cadillac station wagon. He had the paint redone 4 times. He taught me everything worth having was gonna keep me up at night. And now he keeps me up at night. God, you know I have been drowning, I've been dying to believe in you. I know that it has been a while, but I've been dying to believe in you. You've got to let me know. Are you there? Are you gone? Oh, 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 oh. Are you there? Are you gone? Oh, 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 oh. And the part of me that makes things happen is the same part that just gives up. And I can't seem to keep it in balance. And your face is just the missing code. And I want to believe like a preacher. I want to see love all around. What I just want to happen is some faith when I'm breaking down. Hey, you know that I've been drowning, I've been dying to believe
in you. I swear that I've been suicidal, I've been dying to believe in you. You've got to let me know, are you there?